Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch. Jetzt haben wir es. Dritter Versuch. Perfekt. Und auch ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer findet ihr unten in der Beschreibung die Timecodes für was auch immer wir heute so treiben werden. Oder ihr verwendet einfach die Kapitelauswahl. So, jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Ton ist auch da. Alles tutti. Wir spielen wieder Genshin Impact heute Abend. Und haben ein Event. Den Wettbewerb der intelligenten Pilze, den werden wir uns heute vornehmen, weil das ist, von der Vorschau sieht es aus wie Pokémon, nur mit Pilzen. Genau. Sieht lustig aus. Die Prüfung der Abenteurer hatten wir auch noch. Habe ich da eigentlich schon alles gemacht? Nee, noch nicht ansatzweise. Oh, das sollte ich vielleicht dann auch bald machen. Das geht nämlich auch nur noch bis zum nächsten Wochenende. Ansonsten haben wir Probelauf. Können wir auch noch machen. Haben wir abgeschlossen. Alles toll. Genau, ich hoffe, wir kriegen viel Urgestein, dass ich nochmal auf Nahida ziehen kann. Das wäre ziemlich knorke. So. Aber erstmal räumen wir auf. Was? Noch ein Auftragssinn? Was? Ich will keinen Lieferdienst. Was? Ist das hier so ein Daily? Hier sind gar keine Dailies. Wo sind denn die? Ach, da doch. Da, Lieferdienst. Du als Videoschnittprofi. Naja, Profi. Ich benutze DaVinci, genau. Die kostenlose Version. Ad Astra Abyss. So. Super. Das schon mal erledigt. Zack. Was ist denn schon wieder in meinem in meinem Inventar hier neu? Wieso ist das immer auf Ausrufezeichen? Ich muss es echt irgendwann mal verwenden. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Gibt es Wasserzeichen oder sonstige Einschränkungen? Nee, Wasserzeichen gibt's nicht. Kannst du so verwenden. Es sind halt einfach weniger Funktionen da. Zum Beispiel zum Videos exportieren und so weiter. Wobei ich das sowieso in einem Standardformat exportiere und dann nochmal durch FFmpeg jage, um dann wirklich das perfekte YouTube-Format zu haben am Ende. Aber die neueste Version hat, glaube ich, auch spezielle YouTube-Exporteinstellungen inzwischen. Von daher. Also auch die kostenlose Version. Von daher braucht man das eigentlich gar nicht. Also es ist wirklich super umfangreich, auch schon in der kostenlosen Version. Ist total cool. Der Trick ist nämlich, dass sie diese Software eigentlich dafür entwickelt haben, um ihre Hardware zu verkaufen. Wir haben halt ganz viel Videoschnitt-Hardware und so im Programm. Und die passt natürlich perfekt zu der Software. Okay. Videoschnitt. Ich wollte aber jetzt Baumschule im Traum. Okay, da sind wir denn jetzt beim Vimana Agama. Genau, das hatten wir angefangen. Und dann haben wir hier Beispielloser und wunderbarer Wettbewerb. Das sind die Pilze. Ist die Frage, was war das erst? Ich würde die Pilze jetzt erstmal machen. Ja, doch, ich würde die Pilze machen. Nee, nicht. Ich will doch nur die Map sehen. So, das wird vermutlich in Sumeru sein. Genau. Sind da Effekte, Übergänge und so dabei? Ja, Übergänge sind dabei. Es gibt, glaube ich, mehr Übergänge und Effekte, wenn du halt die bezahlte Version hast. Aber ein normaler so überschneidender Übergang, Dip to Color, dass der einmal so schwarz wird und wieder rausgeht. So diese Standardübergänge, die hast du alle dabei. Retro-Effekte müsste ich jetzt mal schauen. Es gibt noch ganz viele Titeleffekte und so. Du kannst auch ziemlich frei dir die Titel editieren.
kannst aber auch für einen Retro-Effekt, den Retro-Effekt dir selber basteln. Da ist eigentlich ein ziemlich mächtiger Editor bei für so Effekte. Also selbst wenn da kein Effekt bei wäre, könntest du ihn dir relativ leicht selber basteln. Also es ist wirklich echt mächtig, das Tool. Huh? There's a new bulletin board here. And it has pictures of fungi on it. Mhm. Willst du sanftmütige Pilzbestien einfangen, ganz nah an sie herankommen? Möchtest du den Nervenkitzel erleben, eine Vielzahl von Pilzbestien zu befehligen und mächtige Feinde zu besiegen? Willst du deine eigene Truppe aus Pilzbestien zusammenstellen und in spannenden Kämpfen gegen andere Zähmer antreten? Die erste Nilotpala-Lotos-Meisterschaft. Nilotpala-Lotos-Meisterschaft. Okay, steht kurz vor dem Start in Ormus und wir freuen uns darauf, euch alle zu sehen. Meldet euch einfach an und probiert es aus, denn ihr habt die Chance, Unmengen an Preisen zu ergattern. Die erste Nilotpala-Lotos-Meisterschaft steht kurz vor dem Start in Ormus und wir freuen uns darauf, euch alle zu sehen. Pilzbestien für den Wettkampf trainieren. Fungi are monsters! We can't let this go ahead. It's way too dangerous. Let's go check out the tournament. If it's as dangerous as it sounds, at least we'll be there to stop things from getting too out of control. Genau, wir machen jetzt hier die Polizei, oder wie? Gerne, Tron, gerne. Das sind ja alles so Fragen, die ich mir damals auch gestellt habe. Von daher muss man das Rad ja nicht neu erfinden. So. Wo muss ich jetzt hin? Achso, nach Ormus. Nach Ormus ergibt Sinn. Sie haben ja Ormus gesagt, also warum sollte ich woanders hingehen müssen? So. Wir zähmen Pilze. Wuhu. Let's go, let's go. So. Und die haben jetzt hier... Jetzt erzählen wir nicht, das ist eine Arena. Oder wo findet das statt? Hier. Anscheinend nicht da drin. Okay. Welcome, contestants, to the Nilotpala Cup Beast Tamers Tournament. I am Kautilya, a senior Immorta researcher and the organizer of today's tournament. I'm sure you're probably all very intrigued by the idea of fighting fungi and excited at the prospect of our amazing prizes. But at the same time, you may well have some concerns about the safety of this tournament. Nee. Worry not, the wisdom orb we've developed exclusively for this event makes use of Immorta's most advanced intellectual boost technology. It is absolutely reliable and safe. Die Weisheitsperlen, die aussehen zufällig wie ein dekorierter Pokéball. So please cast your reservations aside and enter the tournament with confidence. Also, it gives me great pleasure to announce that this event is sponsored by Mr. Elhingen, a renowned businessman from Fontaine who has generously provided a grand total of 60 million mora for our prize fund. Okay, wir trainieren Pilze. And if anyone is able to prove themselves capable of carrying out Mr. Elhingen's philosophy by passing the ultimate trial, he will be willing to give them his entire fortune. Was? The Ich bin only other drin. condition is that the winner must agree to carry on Mr. Elhingen's legacy by hosting the Nilotpala Cup Beast Tamers tournament in the future. Whoa! Paimon can't believe that rich guy threw 60 million mora at this event. Just like that. And what was all that about inheriting his entire fortune if you promised to keep his beast taming tournament going? Also, hosted by an academia scholar, huh? Pretty official. Might be a little inappropriate if we just barged in and tried to shut it down. So, why don't we enter the tournament and see if this wisdom orb thingy actually works? Geht's dir etwa um das Preisgeld? Nein. That's not it. It's just, now that everything
in Sumeru has finally settled down, don't you think it'd be a little unfair to Nahida if we keep picking trouble with the academia? And he sounded really confident. Paimon's curious about how this mysterious fungi taming device works. Und wenn dieses Ding wirklich etwas taugt. Although they've caused this trouble in the past, the fungi aren't just aggressive monsters. Right? They're more like wild animals with bad tempers. Ja. Since there's no longer any safety concerns, we don't need to worry. Maybe we can even try becoming friends with the fungi. Paimon thinks that would be fun. Besides, if we do well in the tournament, we'll be able to earn some extra Mora. There are basically no drawbacks. Also gut, dann werden wir an diesem neuen Wettkampf teilnehmen. Yep, that's the way we roll. Looks like we sign up over there. Come on, let's grab a wisdom orb and enter the tournament. Nein, es ist überhaupt nicht Pokémon. Huh? Looks like the people ahead of us are still signing up. Let's wait our turn. Golden Comet and Silver Companion. So, you're competing too? Was ist denn das schon wieder für ein neuer Name? Den habe ich noch gar nicht gehört. You know us? But what's with those names? We've never heard them before. You're a tough duo if the posters are to be believed. Some mercenaries who managed to escape from you painted your portraits, warning others to avoid messing with you at all costs. Paimon doesn't know whether to be flattered or to try and explain that we aren't as scary as the rumors suggest. Unfortunately, the rules of this tournament state that beast tamers aren't allowed to use their weapons, or even fight each other directly. Your impeccable combat skills won't be any use to you here. The tournament is about capturing fungi, training them, and commanding them in combat. There's no way of knowing whether commanding fungi is a skill you'll be able to master in time. Ach, das kriegen wir hin. That's true. We've never captured a fungus before and wouldn't know anything about how to get them to fight. Wait a second. You don't look like a staff member. What are you lecturing us for? Who are you anyway? The name's Sania. I used to work for the Eremites, taming grumpy sumpter beasts. Ended up with a reputation for being a beast tamer, so they got me involved with testing the wisdom orb early on. Anyway, my name ain't worth remembering. I'm just an illiterate nobody. All I'm good for is doing odd jobs for Eremite mercs. Just think of me as another contestant. I do have a lot of experience taming beasts, though. Want me to teach you? Möchtest du dich mit uns verbünden? You guys are worth me getting to know, as allies or opponents. Because either way, you can get rid of some obstacles for me in this competition. Of course, I'd prefer allies if possible. Well, that was blunt, but also quite honest. It's definitely better to have an expert teach us than figure everything out on our own, right? What do you think? Should we take her up on her offer? All right then. Take this wisdom orb and let's go catch some fungi at the designated area. She gets right to the point, doesn't she? Okay. Lass uns Pokémon fangen gehen. Pilzbestien. This is where you'll capture your fungi. The fungi in this area are highly compatible with the wisdom orb, and they're ideal for training and competing with. The wisdom orb can capture and store fungi. It also serves as a controller. I recommend giving each fungus a code name to make commanding them easier. For example, this one next to me is Pyro 1, which means Pyrofungus number 1. Super. You just go off their element and then number them? Seems kind of boring to Paimon. This fungus looks pretty lively. Why don't we call it Bouncy Happy Shroom? Paimon, du kommst immer auf die besten Namen. Thanks, but no thanks. I've got my own way of naming them, and I'm gonna stick with it. It's simple, straightforward. It helps me with managing them. Yeah, you're probably used to calling it Pyro 1 anyway. All right, we'll stop. But wait until you hear the great names we come up with for our fungi. You might want to reconsider them. Ich nummeriere die einfach durch. Okay, jetzt muss ich diese Perle anlegen, oder? Okay, zack. Angelegt. Und jetzt?
Muss ich da hinten irgendwo hin? Fange die Pilzbestien. Bei der Herausforderung Pilzfang laufen Pilzbestien ununterbrochen in der Fangzone herum. Wenn du beim Annähern entdeckt wirst, geraten die Pilzbestien in einen Wachsamkeitsmodus und laufen eine gewisse Distanz davon. Nachdem du das Hilfsmittel Weisheitsperle angelegt hast, wird die Elementarfähigkeit der Figur durch die besondere Fähigkeit Fangen ersetzt. Halte die Taste gedrückt. Okay. Um zu zielen und Fangen zu verwenden, um die von dir gewünschte Pilzbestie zu fangen. Nachdem du sie mit Fang getroffen hast, steigt der Fangfortschritt. Wenn Pilzbestien in der Fangzone von Elektrokraft betroffen werden, treten sie in den aktivierten Modus ein. Dadurch erhöht sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit und die Zunahme des Fangfortschritts wird beschleunigt. Wenn sie von Pyrokraft betroffen werden, treten sie in den verdorrten Modus ein. Dadurch verringert sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit und die Zunahme des Fangfortschritts wird verlangsamt. Wenn der Fangfortschritt bei der Pilzbestie voll ist, wird sie gefangen und kann nach Paimons Empfehlung benannt werden. Ah, okay, ich muss mir nichts selbst ausdenken. Das ist ja für Faule hier. Ups. Ich dachte... Okay, egal. Aber ich habe doch jetzt... Achso, ich muss nochmal... Ah, okay. Alles tutti. Hey, halt still! So. Hä? Muss ich auch noch hinterher schwimmen hier. So, wenn der Lotus hier schon so verlockend rumschwimmt. Wo bist du hin? Wieso bist du jetzt schon wieder da hinten? Stopp! Ah. Eledrill. Taubkäppchen. Sturmherrscher. Eledrill finde ich gut. Da geht nur Trommelkäppchen. Na gut, Trommelkäppchen. Von mir aus. Paimon's a fungi naming expert. Every one of these will sound really cool when you call them out in the arena. So wirst du nie eine gute Pilztrainerin. Zwischen meinen Zehen trainiere ich die Pilze. Was ist denn mit der zweiten? Alle drei Namen sind ganz klar gleich. The round hat on this little guy's head kinda looks like a drum, don't you think? The first thing that came to Paimon's mind when she saw it was, if you hit it on the head, it's definitely gonna go bing bong. How does the Okay. name bongo head sound? Das Klopfgeräusch wird wohl eher ein Plop sein. Look how happy it looks. That means it likes the name. Okay then, bongo head it is. Herrlich. Aw, bongo head's just like a little puppy. Paimon's never seen this side of a fungus before. From now on, we need to look out for each other, bongo head. Okay, let's go catch some more fungi and make a team for bongo head. Bongo Head. Wundervoll. Begib dich zur nächsten Fangzone. Okay. Wann kriege ich irgendwie Belohnung hier? Oh, ich kriege jetzt schon Belohnung? Paduff. Ach, wie hübsch. Okay. Fang eine schwebende Hydrobestie. Sehr gut, haben wir. Fang eine Elektropilzbestie. Und wir kriegen jedes Mal Urgestein. Auch sehr gut. Wir haben ein Pilzbestien-Handbuch. Okay. Moment. Für die Meisterschaft müssen wir jetzt... Ach. So, müssen wir hier jetzt Pilzbestien fangen. Okay. Dann
Müssen wir den essen machen? Okay. Und dann müssen wir kämpfen. Okay. Schatz im Schlummerland. Aha, hier. Da kriegen wir einen neuen Charakter. Dori habe ich noch nicht, tatsächlich. Gab es ja schon mal zum Ziehen, aber ich habe sie nicht gezogen, tatsächlich. Dazu müssen wir aber noch ein bisschen mehr machen. So, Aktionshändler. Da kriegen wir Dekor, Modell der Weisheitsperle. Bisschen Mora, ein bisschen... Ach ja. Ah, Pilzabzeichen. Das ist schon spannender hier. Okay. Da haben wir die Krone der Weisheit. Die Pilztaler, ja gut, die 2 Deko-Gegenstände, der Rest hier ist so, ja, zweitrangig. Gut, dann, ja. Fangen wir erstmal Pilze ein. Nee. Aha. Nee, Mist. Ah. So, der ist, das ist Eisen. Stampferchen. Stampferchen finde ich schöner. So, und du bist... Benimm dich. Benimm dich. Great, you've now collected all 4 fungi. The next step is to use the floral jelly provided by the organizers to boost your fungi's abilities. That way they'll be able to unleash powerful skills during combat. Okay, sind das Gremlins oder I was? can't believe we're making progress so quickly. It's all thanks to your help, Hania. All right, let's all return to the arena now. Huh? Look, someone's staggering along with a fungus running circles around her. Is she being attacked? Sieht nicht unbedingt danach aus. She's collapsed. Let's go see what's happening. Okay. I can't go on. Too weak. Are you hurt? How bad is it? Pass auf. Pyro 1, take it out! Pyro 1. Wait, it's not an enemy. It's my shroom buddy. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find 3 more shroom buddies to qualify for the tournament. Pilzgefährten. You mean you're a contestant too? I wasn't counting on running into other contestants here. Maybe this is the end of the road for me. Twirly Whirly on its own is no match for you. Look after Twirly Whirly for me. Take him with you to the top. Was? Hey, don't give up. It's not like we're a bunch of eremites trying to steal your fungi. Your shroom buddies. We're better than that. You should at least hang in there until we're in the arena, so we can compete against each other properly. Hania over here is a professional beast tamer, and despite knowing that we might be her fiercest competitors, she still gave us lots of help and advice. Was that supposed to be a compliment? Ja. Sieh es einfach als Lob an. State your name and mission. Golden Comet and Silver Companion shall gladly come to your aid. Really? Then could you please help me collect the rest of the 4 shroom buddies I need? Does this mean my luck is finally starting to change? My name is Layla. I'm just a student in the Ratawa's Darshan, so I don't have any impressive titles or anything. And my goal is to make it into the quarterfinals. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my physical labor to them. Of course, I'll take good care of them too. Oh yeah! Paimon read that in the rules somewhere. All quarterfinalists get to take home any fungi of their choice.
What do you mean physical labor? You're a student. Shouldn't you be busy with coursework and writing papers? This is pretty embarrassing, but, so I must have some sort of congenital sleep disorder or something, 'cause I can never seem to get enough sleep. And I'm always really low on energy. Okay. Interessant. Eine Schlafstörung. Even the smallest amount of exercise makes me... Well, you saw me just now. I get so tired, I collapse from exhaustion. So when I said physical labor, I just meant basic stuff like moving books around or fetching things I need from the store. Deine Schlafkrankheit, das ist echt ansteckend. Also, nee, eigentlich umgekehrt. Das, was dir an Schlaf fehlt, gibst du anderen. You don't need to be embarrassed about that. It's totally normal. Paimon delegates chores to her all the time. Der Blick schon wieder. First she calls them buddies, then she talks about wanting to live with them. Ridiculous. She sounds just like Elhingen. Ist Hanias Gesichtsausdruck irgendwie komisch? Well, looks like you've mastered everything already and moved on to helping others. I'm delighted for you. I'll see you around. Good luck. Huh? Why is Hania leaving all of a sudden? We haven't thanked you or Pyro won yet, Hania. Let's at least go get something to eat together. What's wrong? That beast tamer. Is she angry? Probably not. She's pretty blunt and doesn't make a great first impression, but she's definitely not a bad person. Otherwise, why would she have helped us? Vielleicht muss sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Yeah, we'll see her again, and when we do, let's give her some gifts to show her our gratitude. In the meantime, let's follow her example by doing our best in the tournament, helping other contestants, and making sure Layla gets to compete. Thank you so much. I'll try my best to contribute too. I don't want to be a burden to you guys. Nicely done. Now that we put together Layla's team, she should be eligible to take part. Let's head back to the arena and confirm with them. Juhu. Aber sollten wir nicht noch irgendein Gilet machen? Oder wie? So, jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Zum Auftrag. Oder wir können hier noch... Also hier kriegen wir jetzt... Nein, no. Ich will doch nur... Ich kann jetzt nicht zu den anderen... Doch. Ah, okay. So. So, ich könnte jetzt auch erstmal noch hier Pilzbestien fangen, oder? Dann würde ich doch jetzt erstmal das weitermachen und dann machen wir später hier weiter. Ich meine, das gibt ja bare Urgestein, ne? Ich weiß nicht, ob wir 1600 heute schaffen, aber beim Händler hatte ich, glaube ich, schon eingekauft. Da habe ich gerade... Nee, da habe ich nur die... Nicht die bunten. Ich könnte auch da für Sternen blablub kaufen, aber das ist mir irgendwie zu wertvoll. So, wo sind denn hier Pilze? Ich muss nach unten. Da hüpft einer rum. Na, der hockt ja gut da. Wie soll ich denn da rankommen? Vielleicht von hier. Who knows? Was ist... Nee. Ha! So, und wo ist der andere? Vorsicht, Pilzbestien. Könnte denn der andere sein? Sind hier ja schon fast aus dem Radius raus.
Ach, guck mal, was da liegt. Ach, der tanzt mit den Hirlichhuhlen. Ach nein. Mist. So, lass mich erstmal in Ruhe. So. Feuerpuff, Schwertfeuer, Feuerpuff finde ich gut. Artigtreib, Blühbald. Großer Grünkopf, Blühbald. Aua! Beg for mercy. Uff. Sonst noch wer? Nein? Gut. So, next one. Ist ja irgendwie noch lustig. Simpel, aber lustig. So. Next one. Ach Gott, wie komme ich denn da am besten hin? Von hier vielleicht? So. Das ist noch ein gutes Stück, ne? Oh! Ach, da ist der drin Droculus wahrscheinlich. Oder? Nee. Okay, da. Oh. Wie auch immer. Moment. Nee. Wo könnte denn der drin Droculus sein? Hier irgendwo. Ah, okay, hier ist eine verdorbene Zone. Oder Verwelkung. Verwelkung heißt das ja hier. Oh, hallo, guten Tag. You are not welcome here. Ups. Shake his hands, stick. Crush. Vengeance will be mine. Eye for an eye. Huh? Need. How regret. Scratch. Get out of your dream. I'm getting sick of this. I condemn you. So. Hier war doch gerade schon noch ein Pilz da. Halt mal still. Hä? Wo bist du hin? Ha! Habe ich dich. So, wo ist der andere? Ach, da. Kann ich mich so in die Büsche schleichen? Das war keine gute Idee. Ich sehe jetzt nämlich nichts mehr. Ey! Habe ich dich. So. Das Feuerurteil. Feuer, Schluck, Prügelfeuer.
Prügelfeuer klingt gut. Zauberbrise, Wirbelweg, Sturmfühler. Zauberbrise. Ah, ist das schön. Ah, fehlt nicht mehr viel. Zumindest für die Pilzmünzen. Pilzmünzen sind das. Pilztaler. Aber die anderen müssen wir noch kriegen. Hm? Ja gut, wir haben das nächste freigeschaltet. Warte. Ah! Okay. So, letzte Herausforderung. Okay. Am besten wäre natürlich hier rüber. Aber jetzt... Ah, ich würde zu Fuß gehen. Ich bin hier unten. Dann würde ich jetzt da rüber gehen. Ich hoffe, ich kann einfach darüber. Und dann hier irgendwie hoch. Dann können wir vielleicht gleich den Teleport mit freischalten. I'm here. Ja, ich weiß ja, dass ich am Kartenrand bin. Das scheint auch eher ein endgültigerer Kartenrand zu sein. Wenn die hier so riesen Mauern hinstellen. Wir sind schon fast da. Müssen nur noch hochklettern. Gucken wir mal. Wenn wir schon mal hier in der Ecke sind. Ah, das hilft uns natürlich. So. Was haben wir denn hier? Okay. Irgendeine Festung oder so? Interessant. Juhu! Noch ein Teleportationspunkt mehr. Es werden immer weniger, die ich noch freischalten muss. Sehr gut. Ich glaube, es fehlt nur noch der hier hinten. Oder? Nee, hier sind noch zwei. Ich weiß nicht, ob die auch zählen, die Sphären. Kann sich mal überlegen, ob ich die noch gleich mache. Ach du Gott, was haben wir denn hier alles? Was ist das? Das sieht ja sehr spannend aus. So, wir müssen jetzt da, sehe ich doch schon den ersten rumhoppeln.
Ach, Mann. Au! Na, warte. Da ist noch ein Pilz. Wir scheuchen jetzt erstmal alles auf hier. Ha! So. Jetzt muss ich wohl. Rack and ruin. Aua! 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 Ach, und der verkrümelt sich jetzt. Feigling, Feigling. Ups. Ups. So. Think you can bully me? I'm going in! Get out of here! Shudder! Beg for mercy. Diana special! Scratch! So. Okay, letzter Pilz. Wo bist du? Weiter runter? Ah, da bist du. Oh, ich wollte dich nicht hauen, ich will dich nur einfangen. Mist. Gar nicht so leicht. Ganz schön schnell. So. Selber schuld, wenn du mir in den Arm läufst. Hustekäppchen, Fähigpilz, Luftschreiterpilz. Hustekäppchen. Knisterbolzen, Donnerkreisel, Elebit. Knisterbolzen. Hi. Boom. So hätte ich ihn natürlich langsamer machen können. Aber hey. Alles gut. So. Saisonaufträge. Fange bei der Aktion Wettbewerb intelligenter Pilze eine dehnbare Animo-Pilzbestie. Oh, es gibt ordentlich Punkte. So. Damit hätten wir schon mal alles eingefangen. So, wie steht's dann hier? 607. Nee, noch nicht viel. So. Jetzt können wir mit der Quest weitermachen. Wo waren wir? Beispielloser und wunderbarer Wettbewerb. Wohin müssen wir? Wieder nach Ormos, okay. Qualifying rounds are looking. Great! We're in a different group from Layla, so we won't have to compete against each other in the early stages of the competition. Actually, I hope I don't have to fight you guys in the later stages either. Oh? Hello there, little ones. Ey, guck mal da.
Ja, Miko? Sure enough, you're at the center of the action once again. Nein. You two truly are Nee. like the main characters Das in ist your Zufall. own light novel. Miko, what are you doing here? Is Paimon hallucinating? This tournament was advertised far and wide, including all the way over in Inazuma. They even handed out flyers in front of Yai Publishing House. Don't Ist sie you aber ganz think a schön weit tournament like gereist. this makes a perfect candidate for light novel treatment? Es wäre in der Tat ein gutes Material. Yai Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for the next 50 years. The theme is friendship and rivalry, so we decided to bring our up-and-coming author Soka here to gather some inspiration. I, of course, need to ensure my writer's manuscripts are up to par. So, I will be taking part in the tournament myself to get nee. a little taste of what it's like. Du willst uns nur wieder dissen. Here's my little partner in crime. Soka named it Blitzara. I think it's rather good. Very distinctive. Who knew there'd be such a big turnout? Even Miko's here. Soka, come say hi to the little ones. They're set to be some of the fiercest competition you face in the tournament. You should put them in your novel as major characters. Yes, Chief Editor. For the sake of my readership, I won't back down. I'll beat you. Okay. Yeah, just because you're with Miko doesn't mean we'll go easy on you. Ooh, yes. More of that. Do you feel that, Soka? Declaring a challenge to your archenemy in the making before the competition begins is a key plot device that helps build dramatic tension. I wouldn't say I'm feeling that exactly. Just thinking about competing against Her Excellency's Hanamizaka tour confidant is making me so nervous. In that case, head back to the inn and capture your nervous breakdown in writing while it's still fresh. This'll make excellent source material, too. Tron wünscht sich den Pünktchenhut, weil das angeblich zu den Pilzen gut passt. Dann gucken wir mal einen Moment. So. Wunderschön. Jetzt habe ich auch ein hübsches Käppchen auf. So. Perfekt. She's terrifying, but she also seems really dedicated to her craft. I hope we can be friends. Hoff das nicht. Lass es lieber bleiben. And who is this softly spoken little lady? She's our new friend, Layla. We met her while we were out capturing fungi. Layla's entering the tournament because she wants to take her trained fungi back home to live with her. Her goal is to make it to the quarterfinals. Training fungi and then domesticating them? Ein weiterer Beweis, dass ich alles tragen kann. Ja. How fascinating. You must be full of secrets. There's an intriguing story to be told here, no doubt. I'm Yai Miko, a light novel editor. Purely out of personal interest, and right now what I'm most interested in is you. Nice to meet you. The pleasure is all mine. I have no idea how to respond to that. Das wüsste ich auch nicht. Traveler, Paimon, I really appreciate all your help, but I want to get to know my 4 shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so I'll go do some training now. Don't push yourself too hard, Layla. You'll end up collapsing from exhaustion again. Miko, what are you doing scaring a new friend off like that? Ja, Oh. wie immer. Am I really so terrifying? Well then, I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, it seems like you have something you want to say to me, little one. Warum bist du wirklich nach Sumru gekommen? I'm comforted to know that you didn't lose your heads amidst the hype, and you're not just in this to have some fun. Unfortunately, though, it appears that we're about to be interrupted. Guji Yai, what an honor to finally meet you. We're so privileged that our tournament is your first destination in Sumeru. Huh? Isn't that the organizer? And that super rich businessman is here too. Goodness, I presume that the tournament is proceeding very smoothly indeed.
Otherwise, how would the host and sponsor themselves have the time to spare to chat with contestants one-on-one? How you jest, Gujiai! Though such as your esteemed self deserve nothing short of the most lavish reception Sumeru has Okay. to offer. Die ist hier anscheinend auch bekannt. I see you've already had the chance to try out the Wisdom Orb. What are your thoughts on the future prospects of this technology? You know, with your blessing, it can be introduced into Inazuma, allowing you to swiftly resolve the situation of, Right now, I am nothing but an ordinary editor-in-chief. I'm here to enjoy my vacation and gather some inspiration along the way. And if I can at all help it, I'd rather not concern myself with such weighty topics as the future fate of nascent technologies. Don't be so pushy, Mr. Kautelia. Droning on about the Academia's business ambitions is hardly respectful to our honored guest, who has traveled all the way from the land of thunder to be here. Not to mention that Gujiai is busy catching up with her friends. I dare say it was both unnecessary and discourteous to interrupt their conversation like this. A most pertinent remonstration coming from you, Mr. Elhingen. You do conduct yourself in such an unobtrusive manner, much as you have in your entire career, quietly amassing an enormous fortune while remaining almost entirely unknown. Why, to hear such high praise from the great Gujiai is more prestige than I could ever hope for. Please, should you require anything at ja all, total do hinweg. not hesitate to seek my assistance. Also, to have the renowned traveler here at the tournament is an unexpected delight. I'm very much looking forward to seeing you in action. Danke? Miko, they're here to do business with you, right? Should you really be turning them away like this? Especially the rich guy? Paimon thinks working with him could have a lot of advantages for Yae Publishing House. Ach, die sind ja hin und weg von hier. Die kann sich alles leisten. Promoting an entirely new event throughout all of Teyvat so rapidly would be an impossible feat for any ordinary businessman. I, for one, do not wish for Yae Publishing House to be the subordinate partner in a business relationship with him. Besides, the tournament has only just begun. Who knows whether it will go on to be a success? I want to focus on trying to enjoy myself, while keeping one eye open for potential liabilities. Unsichere Faktoren. Fungi may look adorable, but they carry potent elemental energy inside their bodies. Letting one's guard down around these creatures would be an unwise move, don't you think? So it wasn't just us. Yeah, we started out with some safety concerns about this event. But the Wisdom Orb seems pretty amazing. At least all the fungi we used it on have been very well behaved. Like our bongo head here. Seems we don't need to be too nervous after all. Oh, Paimon, you're just as carefree and enthusiastic as ever. Well, it's about time for me to get into character. As a contestant, I need to go and get ready for the tournament. See you in the qualifiers. Blitzara, say goodbye to our friends. Coming here was a great idea. Look at us, making new friends, bumping into Miko. Oh, this competition is shaping up to be a whole lot of fun. Come on, let's go get some floral jelly for Bongo Head's training, like Hania suggested. Blumengelee. Okay. Geht zum Blumengelee-Stand. Es gibt einen Blumengelee-Stand. Okay. Ich dachte, wir müssen das jetzt zusammenrühren oder so. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwer hat. Einfach so. Guten Tag. Ah, the champions to be, here at long last. Come on now, use the floral jelly and awaken your fungi's true potential. Champions to be? Thanks for the compliment. So you've heard about us too? Of course. I was standing right next to you when you collected your wisdom orb. I couldn't find a convenient opportunity to introduce myself, as Hania was busy explaining the tournament to you. With an expert mentor like Hania, I'm sure you'll become excellent beast tamers in no time. Okay. If even the staff are singing her praises, Hania must really know what she's doing. Well, all the more
reason to give it our all. Okay, bei der Herausforderung Erwecken des Potenzials musst du Blumengelee so vermischen, dass es deiner Pilzbestie gefällt. Wenn sie es absorbiert, wird ihr Potenzial aktiviert. Wenn du Wechseln verwendest, werden die Positionen von 2 nebeneinander befindlichen Blumengelees getauscht. Wenn du Drehen verwendest, werden die Positionen von 4 Blumengelees einmal im Uhrzeigersinn gedreht. Okay. Ihr zwei, wollt ihr Pilzbestien kultivieren oder soll ich euch irgendwelche Fragen beantworten? Wir wollen Pilzbestien kultivieren. Gut, bitte verwende das Blumengelee, wie es das Rezept vorschreibt. Nach Erwecken des Potenzials herausging. Okay, wir müssen jetzt Trommelkäppchen erstmal machen. Okay. So. Und wir müssen für Trommelkäppchen jetzt genau diese Mischung hier machen. Okay, wir können drehen oder wechseln. So, wechseln. Zack. Erfolgreich kultiviert. Blasengefängnis. Fähigkeit Wasserbombe. Okay. Und das kann ich jetzt für jeder einzeln machen. Okay. Verwende Kopieren, um die Farbe eines Blumengelees direkt auf ein beliebiges neues Blumengelee zu übertragen. Okay. Nee. Kopieren. So. Ach so, jetzt kann ich auch wirklich nur kopieren. Okay, kopieren. Möglichkeit zum Mischen aufgebraucht. Ach so, ich darf das nur einmal. Okay. Aber, ja doch, das passt schon. Wir haben auf jeden Fall... So. Aber ich kann hier nur noch drehen. Das ist gerade mein Problem. Ja, okay, kriegen wir hin. Irgendwie. So. Und jetzt drehen wir das. Okay, passt. Oder? Nein, verdammt! Verkehrt rum! Wir brauchen unten blau. So, nochmal. Kopieren, zack. Und wir brauchen unten blau. Dann drehen wir hier. Zack. Zack. Nee. Mist. Drehen. Doch, passt. Zack. Oh Mann. Next one. So. Wir haben einmal blau zu viel und einmal orange zu viel. Und wir dürfen zweimal kopieren. So. So. Jetzt müssen wir grün nach oben bringen. Und orange nach unten. Nee. Moment, gleich haben wir es. So. So. Und jetzt müssen wir hier. Tada! Hoch! Das macht Spaß. So. Verwende Vorgabe, um ein fertiges Rezept direkt auf den entsprechenden Positionen zusammenzustellen.
Schön, dass ich das so lange zu sehen bekomme. Vorgabe lila, gelb, pink. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein lilanes. Wir haben zu wenige lilane. Aber wir brauchen nur ein lilanes. Dann würde ich die Vorgabe hier tatsächlich hinmachen. Weil dann machen wir ein lilanes Lila. Kriegen ein lilanes dazu und der gelbe und der pinke, die wechseln nur. So. Und jetzt müssen wir es doch eigentlich nur noch zusammenrühren. So. Nur noch. Hehehe. Ach, jetzt kann ich nur wechseln. Ja gut, wenn ich nur wechseln kann, dann wechseln wir halt nur. So. Zack. Tada! Was war Vorgabe? Blau, grün, blau. Was haben wir zu viel? Wir haben zu wenig. Blau, grün, blau. Dann würde ich es hier verwenden. Zack. So. Jetzt muss Orange nach oben. Da drehen wir hier einmal. Zack. So. Und dann drehen wir hier einmal. Zack. Ha! Next one. So. Was haben wir zu viel? Wir haben lila. Ne, pink haben wir zu viel. Und orange haben wir zu wenig. Ja, dann nehmen wir das doch direkt hier in der Mitte. Zack. Zack. Jetzt können wir wechseln. 500 IQ, mindestens. Zack, zack, passt. Nächstes. Oh, 2 Vorgaben. Jetzt wird's lustig. Okay, wir haben grün zu wenig. Blau und lila pink haben wir zu viel. Aha, aha, aha. Dann würde ich das hier hinpacken. Zack, jetzt haben wir da zwar pink zu viel, aber wir können hier unten nochmal blau dazu gewinnen. Zack, und dann passt es wieder, oder? Passt. So. Schön. Aber es wird schwieriger. Ey, was ist denn das hier? So. Okay, wir haben pink definitiv zu wenig. Wir haben lila und gelb zu viel. Okay. Okay. Hier kriegen wir einen pinken, da kriegen wir einen pinken. Okay. Wenn ich hier... Ja. Zack. Einmal einen lila extra. Jetzt müssen wir den gelben loswerden. Das schaffen wir hier zum Beispiel. Zack. Passt. Jetzt wechseln wir hier. Und dann drehen wir hier. Ha!
Next one. Okay, wir haben gelb zu viel und pink zu wenig. Gelb zu viel, pink zu wenig. Dann würde ich hier wechseln. Oh ja. So. Und dann kriegen wir hier einen pinken extra. Genau. Zack. So. Passt. Und den auch noch. Wir kriegen blau und pink. Und wir haben pink zu wenig, grün zu viel. Okay. Zack. Passt. So. Jetzt können wir das drehen. Und wir können das... Nee, das drehen. Zack. Und wir sind durch. Tada! Was bekomme ich jetzt dafür? Uncle and buddies should be able to fight at full power now. We still have some time before the qualifiers start. Maybe we should spend some more time training our fungi. Okay, trainieren muss ich sie auch noch. Saisonaufträge. Erwecke bei der Aktion Wettbewerb intelligenter Pilz das Potenzial einer dehnbaren Animo-Pilzbestie. Erledigt. Wow, nochmal 2 Level. Nice. Zack. So, dann haben wir das jetzt auch vollständig, richtig? Ja. Zumindest Schritt 1. Erwecke in 7 Schritten das Potenzial einer dehnbaren Geopilzbestie. Oh, das hätte ich noch kürzer machen können. Nee. Prinzipiell das Potenzial erwecken. So, erwecke in 7 Schritten das Potenzial einer dehnbaren Geopilzbestie. Okay. Warte, ich bin noch nicht so weit. So. Dendro, Pyro. In 7 Schritten. Da habe ich alles durch. Okay. Nice. Hier habe ich auch alles. Und hier habe ich auch alles. Dann fehlt nur noch hier der Part. Moment. Nee. Dann fehlt hier nur noch das 7 Schritte der dehnbaren Geopilzbestie. Okay. Eine dehnbare Geopilzbestie. Mischungsschritte 8 habe ich. Versuche es noch einmal. So. In 7 Schritten. Wo muss denn grün hin? Eigentlich kann ich doch erstmal hier drehen. So. Ach Mist, ich muss ja... Moment. Nochmal. Also oben muss grün hin, unten muss orange hin. Das heißt, ich könnte einmal
hier drehen. Zack. So. Dann könnte ich hier wechseln. Also, nee, Quatsch. Dann könnte ich hier wechseln. Zack. Und dann muss ich doch nur noch zweimal kopieren. Ja, nur 4. Perfekt. Das ging effizienter. Okay. Tada! Wie viel habe ich jetzt? Ja, es wird, Leute. Ich kann auch langsam den Hut abnehmen, ne? Ah, so. So, besser. Ich fühle mich nicht so beschattet. I wasn't waiting for you. I just happened to be resting. So, Aktionshändler. Da können wir ja eigentlich jetzt schon... Haben wir schon freie Auswahl, oder? Ja, wird auch nicht weniger, oder? Doch, es wird weniger. Moment. Ah ja, hier müssen wir sie nicht nur sammeln, wir müssen sie auch zur Verfügung haben. Also lieber aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel mitnehme. Bevor ich nicht den Charakter hier eingesammelt habe. Wahrscheinlich wird es mehr als genug sein, aber lieber vorsichtig sein. So, das nächste wäre... Kämpfen, ne? So. Kampfwertung. Okay. Angriff, Schild. Pilzbestienhandbuch. Was auch immer. Wir sollen jetzt sowieso hier der Quest folgen, ne? Man wird es uns schon noch erklären. Wieso ist denn der Kampfplatz jetzt da hinten? Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich hin teleportieren? Ja. Ah, wunderbar. Beim Minispiel Wettbewerb intelligenter Pilze wird die Elementarfähigkeit der Reisenden durch den Befehl zum Fokusangriff ersetzt, mit dem du all deine Pilzbestien zum Angriff auf ein einziges Ziel befehligen kannst. Drück auf das Bild der entsprechenden Pilzbestie oder drücke... Was geht denn da im Hintergrund ab? Oder drücke die entsprechende Taste, um ihre Fähigkeit auszulösen und mit dieser mächtigen Fähigkeit den Kampfverlauf zu bestimmen. Entsprechende Pilzbänder und drücke die entsprechende Taste, um die Fähigkeit auszulösen. Okay. Die Anzahl der Fähigkeiten, die die Pilzbestien in der Truppe anwenden können, ist begrenzt. Wenn du die beim Kampf auftauchenden Applausschilde aufsammelst, erhöht das die Anzahl der anwendbaren Fähigkeiten. Jeder Schild existiert nur für eine begrenzte Zeit. Sammle ihn bitte auf, bevor er verschwindet. Bei koordinierter Angriff musst du Pilzbestien befehlen und nacheinander 3 vom Gegner besetzte Gebiete einnehmen. Je weniger Zeit du dabei zum Besiegen aller Gegner brauchst und je weniger deiner Pilzbestien dabei ohnmächtig werden, desto höher ist die Bewertung, die du dafür erhältst. Bei Stellungsverteidigung musst du Pilzbestien befehlen und mit ihnen einen Elementarmonolithen beschützen. Nach Abschluss der Herausforderung erhältst du eine umso bessere Bewertung, je geringer der Schaden am Elementarmonolithen ist und je weniger deine Pilzbestien dabei ohnmächtig geworden sind. Erster Kampf bei der Meisterschaft. Warte bis zum nächsten Vormittag. 8 bis 10 Uhr. Was? Aber ich stehe doch jetzt gerade hier... Gut, dann warten wir halt. Ich stehe doch gerade davor. Warum müssen wir denn jetzt... Ach, was soll's. Ach, was soll's. That stretch feels good. It's nearly time. Let's get ourselves over to the Nilotpala-Cup qualifiers. Wieso denn jetzt dahin? Ich dachte, ich soll hier hin. Ach, das ist der Trainingsplatz. Aha, dann trainieren wir mal. Koordinierter Angriff durchbrechen.
Wir haben einen steifen Verteidigungslinie in den Häuptling gebildet. Es könnte eine wirksame Taktik sein, die widerstandsfähigen Pilzgefährten als Speerspitze einzusetzen, um den Angriff von schwachen zu konzentrieren. Kriege ich was dafür, oder? Wir werden es sehen. Normale Gegner, okay. Bereitstehende Pilzbestien, ja. Dann kann ich ja nur die nehmen. Okay. Achso, ich kann jetzt quasi zielen? Ja, gut. Das ist etwas chaotisch. So, ich muss dieses Zeug einsammeln, ne? Damit die wieder... Ah ja, okay. Das ist mein Job bei der Sache. So, und jetzt können sie mich wieder angreifen. Ui! Und das muss ich jetzt hier... Achso, nee, ich muss eine bestimmte Anzahl besiegen. Okay. Ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt bis die Zeit abgelaufen ist hier machen, oder... Na also. Nächste Zone? Was? Moment. So, nächste Zone. Elite-Gegner. Okay, ja, ich kann ja nur die verwenden, also... Wehrt euch! Greif den hier mal an. Danke. So. Jetzt den großen. Bumm. Das ist sehr seltsam. Es spielt sich irgendwie sehr seltsam. Ach du Schande. Oh, weia. Wo ist ein Applausschild? Ach, da. Go, go! Pilzis!
Gib sie ihm. Na also. So, kriegen wir jetzt dafür was, oder? Wie läuft das jetzt? Fortschritt der Meisterschaft. Achso, hier müssen wir jetzt erstmal... Ach du Schande. Okay, ja, gut. Erziele bei Koordinierter und Durchbrechen eine Kampfbewertung von 500. Ah ja, okay. Und hier? Das ist noch im Gange? Okay. Okay. Das sind diese Trainings anscheinend. Ja, gut. Und da kriegen wir für jedes auch nochmal Urgestein. Und wir brauchen noch von diesen anderen Münzen noch ganz viel. Aber lass uns erstmal mit der Hauptquest hier weitermachen. So, wo ist denn jetzt das Turnier? Ah, da, vamos. Ja, wo auch sonst. Alles klar, Tron. Schlaf gut, gute Nacht dir. Looks like the qualifiers are about to kick off. Alhingen's giving an opening speech. Ladies and gentlemen, the Nilotpala Cup Beast Tamers Tournament is about to begin. I genuinely hope that everyone has fun in the competition. At the same time, I ask that you bear in mind that this tournament is held in the spirit of friendly and fair competition. By all means, give everything you've got, but respect your opponents at the same time. I have spent a considerable amount of time in my life searching for a way for humans and dangerous creatures to coexist. I sincerely hope that this event will show the potential of beast taming to a wider audience. Oh, so that's why Alhingen is putting his whole fortune into this. What an inspiring goal. But Kautilya, on the other hand... Thank you for your speech, Mr. Alhingen. I'd like to add a few words of my own, if I may. Welcome, Beast Tamers! The wisdom orbs in your hands are a truly groundbreaking invention, representing the culmination of centuries of technological innovation at the academia. Actually, there are 9 extraordinary technical breakthroughs that make them so exciting. Kautilya, everyone's eager to try them out for themselves. There's no need to delve into all the details right now. Of course. Well, I'll explain everything to you all when I get the chance. I'm sure you'll get a sense of just how advanced this technology is when you start using it in the arena. Trust your wisdom orbs and have fun in the competition. What a total nerd! Doesn't he know there's a time and place to talk tech? Good thing Alhingen has enough situational awareness for the both of them. Otherwise, this could have dragged on for a long time. Ooh, the qualifiers have officially started! It's time to face our first opponent! Sino, ist er auch auf den Wettkampf aufmerksam geworden? Na sowas. Der kämpft mit? Okay. Wir haben ja jetzt schon mal geübt. 10-mal Meisterschaft Vorrunde gegen Dalli Dattel. Okay. Die junge und quirlige Dalli Dattel hat eigentlich viele Freunde mitgebracht, um sich für diese Meisterschaft anzumelden, aber leider wurden andere wegen ihrer Minderjährigkeit disqualifiziert. Laut ihr kämpft sie für alle Kinder, die Datteln mögen, und ihr Ziel ist es, eine Stange Mora zu gewinnen und den Kindern, die sie unterstützen, so viele Datteln zu kaufen, die die Kinder 10 Jahre lang essen können. Ach du meine Güte. Das Ass von Dalli Dattel ist die Pilzbestie Pilzzauberer, die die wundersame Dendrokraft benutzen kann, um ihre Truppmitglieder zu unterstützen und allerlei Elementarreaktionen auf dem Schlachtfeld zu erzeugen. Dalli Dattel sollte in der Lage sein, diese Vorteile auszunutzen. So. Der Fabian raidet mich. Guten Tag, einen schönen Abend. Hattest du einen tollen Stream?
So, der ist fest. Okay. Guten Abend. Hallöchen. So, wir haben jetzt hier Wasser. Dann nehmen wir doch Eis auf jeden Fall mit. Das war doch eigentlich gerade eine schöne Mischung hier. Komm, den und den in dieser Übung. Zack. War nice? Wunderbar. Was gab's? Auch Genshin? Ich bin nicht gewöhnlich. Let's go! This is gonna be over so fast. Don't be nervous, Bongohead. It's only the qualifiers. These are teeny tiny potatoes. Just think of them as stepping stones. Minecraft, auch was Feines. Zum Streamen eigentlich super, ja. Auf sie mit Gebrüll! Ach Gottchen. It's okay. We still got this. Great job, Bongohead! And everyone else, too! But how? How can my swift fighting style fail? Everyone, retreat now! Ja, das war auch absolut super, diese Offensive. This fungi fighting is unlike anything else we've ever done before, and it's super fun. Total. That beast tamer and her fungi work together pretty well, almost as well as the two of us. Möchtest du auch am Kampf teilnehmen, Paimon? That's not what Paimon meant. Paimon just wanted to say that our opponent seems to have developed her own fighting style unique to her and her fungus. Oh, it'd be great if we were more tightly in sync with Bongohead. Imagine if we could just look at him and he'd know exactly what to do. That's why it's so important to develop close connections with your teammates. Miko and Layla, how's it going for you so far? Twirly Whirly and the other shroom buddies were way stronger than I thought. Before I knew it, they'd knocked the opposition out. When I got back to the arena, I saw Miss Yai's opponent running away like they just seen a ghost. Miss Yai said she needed to find you and discuss something, so I came with her. Little Layla here breezed through her first battle. Soka won hers by a hair's breadth, but mine was rather disappointing. Alles zu einfach, alles Loser. It'd be a bit of a crazy tournament if everyone in the qualifiers was a prize fighter. But anyway, what was it you wanted to discuss with us? You're getting smarter, aren't you, Paimon? I thought you'd need me to remind you, but no, you said it yourself. Our opponents will only get stronger as the tournament proceeds. Why don't we keep up the momentum from our respective first-round victories? Let's give our fungi some special training to strengthen our bonds with them. Great idea! Stay one step ahead of the game. All right, guess it's Shroom Buddy's special training o'clock. Let's get to it! Wie jetzt? Spezial... Okay, was kommt jetzt? Wir hatten doch schon. The view here is wonderful. It smells of the rainforest here, and we're far enough away that no one will bother us. Let's have some fun with our fungi friends, then take a break to sample some of Sumeru's delectable snacks. Snacks klingt gut. Yay! Snack time, snack time! Wait a second. Aren't we here for training, though? Or did you put something in the snacks that'll improve our bonds with our fungi? Mhm, na, selbstverständlich. Wir lecken die Pilze. Even if I had that kind of power, I wouldn't dream of abusing it. I assure you, the dried fruits and pastries I brought are quite ordinary. Perhaps you thought I'd planned an intensive training session for you? That won't be necessary. On the contrary,
When you're constantly on edge, you miss quite a lot of important things. Since the goal here is to bond with our fungi, we should treat them as friends and create happy memories with them. Eating and having fun together are vital components of friendship training. Imagine if all the Traveler ever thought about was making you stronger, forcing you to build rock-hard muscles just to watch you send Mitatrolls flying. Would you gladly comply? Muskelpaimon, genau. Why are you looking at Paimon like that? Oh, don't you dare try anything like that, or Paimon will ignore you for 3 days! No, 5 days! Let's do it! See? You and she have a very strong bond, but that doesn't mean you'd be happy for her to inflict a rigorous physical training regimen on you. Do you really think the fungi would be any more receptive when they've only just met you? Huh. Well, when you put it like that... Miss Yai is right. Also, I'm curious to see what would happen if the wisdom orb is turned off or malfunctions. I wonder if the fungi will stay tamed or not. Die Weisheitsperlen ausschalten. Yeah, it takes time for friends to get to know each other properly and come to trust each other. I can't always rely on this gizmo to communicate with Twirly Whirly. It makes me feel like Twirly Whirly? I'm giving orders. Ah, yes. True love cannot be controlled by external forces. Little Layla's belief is a classic one. But that would mean giving up control over the fungi. Is that really a good idea? Ich finde, es ist ein Versuch wert. Go ahead and give it a try, little Layla. Don't worry, the little ones and I will be here to keep you safe. Okay, is everyone ready? I'm gonna do it. Look at that! Now that it's turned off, Twirly Whirly's moving around on its own again. But it's not attacking people nearby like it did before. Dreht sich einfach weiter. Alles Perhaps gut. the Wisdom Orb's technology doesn't allow people to control the fungi at all. Maybe it simply adjusts the fungi's temperaments, calming them down so that they're capable of forming connections with people. If this theory is correct, little Layla's wish may yet come true. Once you've gotten to know each other, you'll be able to freely communicate without using the Wisdom Orb. Miko's right. Forget fancy schmancy technology. The real breakthrough here is the power of friendship. I'll do my best. I want to learn all about Twirly Whirly's likes and dislikes, then buy lots of snacks from the almighty merchant. Paimon wants to get to know the real Bongo Head too. Let's try deactivating our Wisdom Orb, shall we? Oh je, jetzt rennen sie alle weg. Warum haben die Weisheitsperlen einen solch starken Effekt? Beherrscht Kautilya tatsächlich eine so mächtige Technik, die allen anderen Gelehrten unbekannt ist? Traveler, Paimon, Das ist wahrscheinlich sowas wie Miss Yai, Katzenminze oder do you sowas. and your shrimp buddies want to join us? I think Twirly wants to play in the water over there. You'd better be careful. Don't get too close to Blitzara when you're knee-deep in the water, or you might find yourself on the receiving end of a very unique lower leg massage. Trommelkäppchen ist eine fliegende Hydropilzbestie. Right. Paimon almost forgot. Should we let Bongo Head try something different? We could climb a tree together and see the view from the top. You two go ahead. We want Bongo Head to try something different since it's probably used to playing near water. Oh, okay. Meet you back here later then. Hope you have a good time. Bongo Head, we can do whatever you want to do. Just let us know. Paimon will probably understand you. Why isn't it responding? Guess Paimon will have to try using delicious treats to win its affection. Help! Help me! Ui. Something's not right! Why are these fungi so aggressive? Oh, Did you hear that? It sounds like someone's calling for help. Hurry, let's go check it out. okay. Wo denn? Ich sehe niemanden. Ah.
are you doing here? Hania? You saved the children? I happened to be nearby. The children were mimicking what they'd seen the contestants doing and ended up getting surrounded by wild fungi. Fortunately, I heard the commotion and got here in time to save them. That's so dangerous! Why are they trying to approach wild fungi without a wisdom orb? It's hardly their fault. I was almost drawn in by the fungi's cute appearance once, too. Luckily, I remembered my family's stern warnings and the suffering that previous generations once endured. People never used to be under any illusion about how dangerous the fungi can be. But this Nilotpala cup is changing people's perceptions, and now they're letting their guard down against the fungi. A consequence that Elhingen failed to foresee. Das Turnier ist zu beliebt und das führt zu einem neuen Problem. I'm putting an end to this debacle, first chance I get. The Wisdom Orb is the perfect tool for exterminating fungi on a large scale. And once I win the tournament, they'll be mine to do with as I please. Oh, nein, nee. Talking about, Hania? Exterminating fungi? Not in front of Pyro 1! Don't you care about its feelings? You're taking part in the tournament too, aren't you? You even taught us a few tips and tricks. You're clearly enjoying the event. I'm quite certain Pyro 1 would back me up if it was capable of realizing the past mistakes of its kind. But regrettably, it's just a pawn controlled by a gadget. It will never understand human sentiments. As for why I taught you guys a few things, don't you realize? I saw your potential, euch Tippe and I wanted gegeben you to habe, help me okay. reach my goals. Yet here you are now, pleading the fungi's case. You've gotten too deep in this absurd game. Looks like Golden Comet and Silver Companion don't deserve such a Oh, stellar das trifft reputation mich after hart. all. Leute, das trifft mich. Bis ins Mark. Wait! Don't go! We turned off our wisdom orb just now, and we were playing with the fungi and everything! Sie hat nicht die Absicht, auf uns zu hören. Oh my, such a standout personality. And with the perfect dose of obstinacy. I sense dramatic events just waiting to unfold. Nico? Layla? Oh, you heard the cries for help too, huh? We were just talking about her as it happens. Little Layla told me that Hania gave you some guidance when you first entered the tournament. But after you met Layla, she very abruptly left. Looking at it now, she seems to be a classic case of a wrong path character. Blames the many for the mistakes of a few and seeks to wipe them all out of existence. She takes the wrong path because in her eyes it is the most effective and sensible method of achieving her goal. Es hat sicher einen Grund, dass sie so denkt. Fungi can definitely be aggressive and damage their environment, but some research also suggests that they're only acting in accordance with their nature, just like any other wild animals. The fungi have existed for a long time. No one knows what the ecological implications for the rainforest would be if they all got killed off suddenly. Right! We shouldn't resort to extreme measures. No matter what Hania has been through, we can't let her do this just because she wants to. You intend to stop her achieving victory? I can't say I didn't expect that response from you, but I hear she's one of the favorites to win this tournament. Are you prepared to face such a formidable opponent? Wir werden noch härter trainieren. Wir werden weiter unser blindes Verständnis mit dem Pilzbestien vertiefen. Ja. That's what you brought us here for, right? To get acquainted with our fungi friends so we can cooperate better with them? Wait, did you know all this was gonna happen? Intrigantin. It would be rather boring if I had arranged every last detail in advance. The chance encounter between you and Hania came as quite a pleasant surprise. Today's training ends here. The qualifiers should be over now. We should go and find out what to expect in the later stages. Okay. Also wieder zurück. Tada! Moment, Ausrufezeichen. Och nein, was wollt ihr denn von mir? Fortschritt der Meisterschaft. Okay. Wir kriegen aber nichts für den Fortschritt unbedingt. Ach, Soka, das war doch die Autorin, ne? Okay. Oh nee. Ihr wollt euch mit kauen? Crush! Blood of Frost!
need. Die habe ich ja schon erledigt, bevor meine Spezialfähigkeit zünden konnte. Eieiei. Na gut. More speed. Was haben wir da? Ach, nur ein Pilz. Okay. Gut. Also wieder zum Turnier. Wenn jetzt jedes Mal dazwischen so eine lange Episode ist, dann dauert es aber ewig, bis wir hier durch sind. Wie lange geht denn das noch, das Event? 12 Tage. Okay, wir müssen nicht unbedingt jetzt alles durchmachen. Mal gucken. There are a lot of people over there. Are they looking for something? I heard that the organizers set up loads of message boards for the audience to leave comments and interact with each other. It sounds like a good way to encourage discussion about the tournament. Mhm. I wonder if people will talk about me and Twirly Whirly. Oh, if only I could use this experience in one of my papers somehow. Tu's doch. Paimon thinks that's a great idea. You always need a ton of information to write a paper, and you can't always get the info you need. But this time, you're the one providing yourself with the information. That's a nice idea, Paimon. But I'm from the Ratawahiz, Darshan. The kind of information I'm gathering now would only be of any use to someone in the Amorta, Darshan. Ein ganz anderes Terrain, das neue Möglichkeiten bringt. Yeah, you can provide the information to Amurta students. Maybe sell it to the highest bidder. Wait, no, royalties! Charge royalties! Mora is a secondary consideration, but I could make it a fair trade by getting the Amorta students to read through some advanced papers for me and figure out what Twirly Whirly's kind likes. Das klingt total sinnvoll. If I can narrow the search, it'll make my life a whole lot easier. I won't have to buy hundreds of different things and get Twirly Whirly to try them all. Just thinking about it makes me want to pass out. Nein, Layla, nicht that's an auspassen. amazing idea. Please get them to look into what Bongo Head likes too. I'll do my best. When I get back, I'll write a letter and send it to the Amorta. Sinus Mitarbeiter? Er scheint die Arena zu bewachen. Little one, the pairings for the remaining 32 are out. Mhm. Huh? We'll be facing Soka next. Oh, I've been looking forward to this a lot. What are you so excited about? Aren't you worried that we'll knock your budding author out of the competition? If that happens, Yai Publishing House's nice little journey in Sumeru will come to a very abrupt end. Oh, please, do your worst. I never asked Soka to win in the first place. Besides, maybe suffering a humiliating defeat will give her the epiphany she so desperately needs. After all, a life with no obstacles tends to narrow the mind. People end up believing that only they are on the right path. Sometimes, obstacles are more valuable than smooth sailing. Ich verstehe. Excellent. I'm looking forward to the next round. I'll await your good news. Okay. Nächster ist doppelte Aufgabe. Warte bis zum nächsten Vormittag. Ach jo. Wieder 8 Uhr? Habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber... Ist die Frage, ob ich überhaupt das ganze Turnier schon durchziehen darf oder ob das so peu à peu wieder freigeschaltet wird. Aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous. Today's the round of 32 for the Nilotpala...
So, Soka. Teilnehmerin Soka kommt aus Inazuma, ist ein aufgehender Stern beim Verlagshaus Ja, dem beliebten Verlag für kurze Erzählungen. Um Inspiration für ihr neues Werk zu finden, hat sie sich der Meisterschaft angeschlossen. Was für eine Entschlossenheit sie hat. Obwohl ihre Leistung in den Vorrunden etwas wackelig war, beherrschte sie als fremde Touristin schnell die Fähigkeit, Pilzbestien auf dem Schlachtfeld zu kommandieren, was ihr hervorragendes Talent für die Zähmung von Bestien bewies. Ihr Ass ist die Pilzbestie Tanzende Brise, die geschickt darin ist, Animo-Bomben einzusetzen, um aus der Ferne zu kämpfen. Truppenmitglieder zu heilen und ihnen Animo-Kraft zu verleihen. Dieser pragmatische Kampfstil sollte keinesfalls unterschätzt werden. Okay. Der ist immer fest, okay. Ja, gut. Fernkämpfer. Machen wir es wieder so. So. Das heißt, wir visieren jetzt erstmal die heilenden Pilzbestien an. Traveler, Paimon, this day has come earlier than I had expected. My apologies, but my writing career is at stake here, and my reputation in Lady Yai's eyes. I can't allow you to beat me. Zeig uns, was du kannst. Don't get too cocky, Soka. We won't go easy on you. Wo ist denn ihr? Use your ultimate water blast. Let's finish it. So. Immer feste drauf. How can this be? You're too strong. Immer feste drauf. Ha! I can't believe it. I lost. Oh. Pat. Alles gut. It seems that the guests of Tenshukaku have powers beyond the reach of mere mortals like me. Ei. Ooh, did we go too far? Soka's taking this pretty hard. Miko said it was fine not to look back, but she'll definitely be mad at us when she sees her in this state. Oh, Paimon's freaking out. Okay, we should just go apologize to Miko. Come on, Bungo Head. Put on your best guilty face. Schau ganz traurig. Schau ganz schuldbewusst. So. Miko, we're sorry. It was all Bungo Head. We didn't know it would take Soka out so quickly. Paimon, die Zähmerin bin ich. Oh, did she look crestfallen and say something melodramatic like, beyond the reach of mere mortals, then curl up on the ground and start wailing? Ja, doch, so ungefähr. Yes, to all of those, actually. It's better this way. Soka will turn this experience into valuable writing material. She'll be able to portray the protagonist's journey with all the setbacks they face along the way much more compellingly. It will resonate all the more with readers. As for how to flesh out the villain, dominating, ruthless but brilliant, and ultimately victorious, the inspiration will have to come from you. So don't go getting yourself knocked out of the competition by some second-rate wannabe. Und Paimon ist noch viel schlimmer, denn Paimon ernährt sich vom Bösewicht. That's a conversation for another time. Was, das hat gar keinen Sinn gemacht, egal. Please ask Soka to go easy on us when she writes us into the novel. Traveler, Paimon, I miss you. Layla, take it easy. Don't go fainting on us. I'm alright. So I wrote to the Amorta students, and they were really keen. I got a reply with the information I needed within just a few hours. Ja, ist doch super. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me, but it didn't seem to like any of them. Maybe I used some of the wrong ingredients or something. So then I made a new, improved list, and also included ingredients that might suit Bongo Head's taste. I didn't go to bed until way past midnight.
So, I'm a little out of breath today. How'd you get the results so soon? That was super quick. Atemnot wegen How's Schlafmangel? it going, my little Layla? Have you been teaching your opponents a lesson? Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Twirly Whirly is way more obedient now, and it reacts so quickly. I'm actually kinda envious, but the opponents have gotten stronger too. So, the pressure is on. I gotta train with Twirly Whirly some more if I want to have a shot at getting into the quarterfinals. The problem is, I'm also planning to visit the almighty merchant at 7 in the morning tomorrow to buy all the ingredients I need. Aber du kannst doch eh nicht schlafen. Oh, that's no problem. I'll join you with your training session, and we can leave the little ones to buy the ingredients. Ja, das They're war quite ja, the ja. experts in running errands. Ihr müsst ja eh mal die Boten spielen, Sounds genau. like you two help out Miss Yai quite often, huh? Es ist uns ein Vergnügen. Right. Yeah. Please don't turn us into scary evil bad guys. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Sokka. Go buy yourself a nice drink, take a break, and catch your breath. Thanks so much. You guys are the best. Ja, ja. This is the address where I arranged to meet up with the almighty merchant. And here's the list of ingredients. Hey, it's our pleasure. You helped us look into Bongo Head's preferences, remember? Glad we can return the favor. As for the potential liabilities we didn't have time to discuss earlier, one good place to start might be the fungi power-up materials. Blumengelee? Why, this is the most exciting subplot of the novel, the secret investigation. I'm sure you must be curious about where the magical powers of the wisdom orb and floral jelly really come from. Besides, if we fail to uncover what's really going on in this tournament, we simply leave Hania to her own devices. Who knows what chaos might ensue? This is suddenly sounding super complicated. Paimon isn't really following. I suggest that you act just before sunrise, while most people are tired and resting. You may find some important leads. Should we really take Miko's suggestion? Damit wir uns mit unseren Kameraden verstehen. You're right. Okay, let's wait until early tomorrow morning and go check out the fungi power-up place. Eieiei, das ist ja richtig umfangreich von der Story. You're not under suspicion or anything. We just want to make sure everyone stays safe in this competition. Ach Gottchen. Leilas Einkaufsliste. 3 bis 5 Uhr. Stimmt, wir sollten ja früh aufstehen. Okay. Was Neues hier? Okay, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Kämpfe vor uns. Eieiei, wenn dazwischen immer so viel passiert, dann dauert das aber noch. Ja, und diese Tokens, die kriegen wir eigentlich vor allem hier von den Kämpfen, von den Trainingskämpfen, ne? Ja, und da gibt es auch überall Urgestein. Ich würde heute gerne nochmal pullen wollen. Guck mal, das geht nämlich nur noch 2 Tage. 5 Ziehungen haben wir. Wir könnten uns sogar noch welche kaufen mit Sternenglanz, ne? Mit Sternenglanz, genau. Da könnten wir uns auch noch 5 mitkaufen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall pullen wir heute nochmal 10. Aber später. So, jetzt ist erstmal von 3 bis 5 müssen wir warten. Okay. Frühmorgens. Ja, genau. Schon mal im Gedanken muss ich gehen. You want to learn some It's time! Let's head towards the fungi power-up place. It should be totally deserted.
After we're done investigating, we can go buy all those ingredients from the almighty merchant Layla mentioned. Then we'll come back and compete in the next round. Ich habe keine Ahnung, warum wir das jetzt tun, weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe, aber... This all looks like regular floral jelly. It's right out in the open for everyone to see, and they've even put the recipe on the table. Auch wenn die Zutaten verdächtig erscheinen. Well, it's not like we can just take them away and go investigate them. That'd be stealing, right? We'd probably be disqualified and might even end up getting arrested by the Corps of 30. Oh, but we do have a camera. How about we take some pictures of the floral jelly and its recipe? Hiermit? Okay, damit. Done! We should ask an expert to analyze these photos, but we're kind of running out of time. Let's go buy Layla's stuff first. Okay, erstmal einkaufen. Oh. Wir haben nichts gemacht. Hania? You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. No wonder you've made it this far. Hania, we need to talk. Your plan you told us about last time, it's way too extreme. Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Then you can show me why exactly you think your opinion is correct. She won't listen to us at all. How did things end up like this? Paimon thought we were getting along pretty well at first. Wir müssen sie auf ihre Weise überzeugen. All right, fine. Come on, Bongo Head. There's no time to mope. Bongo Head. Trommelkäppchen. Na toll. Ey! Der spioniert uns beim Spionieren aus. Und der spioniert den beim Spionieren aus. Der spioniert den, während er uns spioniert, während wir spionieren. Ach, scheißegal. So, ein Alleshändler. Schauen wir mal. Layla's note said that this is where we should be meeting the almighty merchant. Oh, the looks on your faces. Ach, Hallöchen. For the almighty merchant. Deswegen können wir Dori gewinnen. Na gut. Welcome. Yeah, how did you know? Dory? So you're the almighty merchant Layla mentioned? Why so surprised? Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent, these and many more are my exclusive epithets. Any other merchant thinking of using one can forget it. Guess Paimon should have known. Yeah, whatever. But back to business. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament, Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things from me. They weren't the most valuable goods, but there was still a lot of Mora. So naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Du weißt also etwas darüber, was vor sich geht. Something just didn't feel right. As it happens, I do have some goods I'm trying to get off my hands. They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I think I'll just give them to you. This is just a bunch of spare parts and random notes. Okay. I'm told this is a device and some documents that the organizer attempted to destroy, but they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich. Sure enough, someone fished these out of the water and sent them to me.
Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. And these parts look like they came from a wisdom orb. Also so Experimentierreste? Maybe they were used during the experiment phase. Versuchsprodukte. Na, von mir Let's aus. hold on to them for now and have Miko take a look later. Maybe she'll notice if there's anything fishy about them. Jedenfalls können wir vorerst annehmen, dass etwas nicht mit Kautilya stimmt. Yeah, seems like our worries were well placed after all. But Paimon still wants to hang out with Bongo Head. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. Tell you what. Oh, wenn's weiter I'll nichts give you a ist. discount. 60 million Mora. For your business. Huh? Why, you sneaky little... I'm just kidding. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. We have other business to do today. Consider this a little extra I'm throwing in to sweeten the deal. Show me Layla's list. I just need to know what she wants. Once I finish stocking up the goods, I'll send someone to deliver them to her so that you don't have to. That's a relief. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford that price even if we won the top prize. Das ist Lailas Einkaufsliste. Flour mixed with matsutake powder, a vintage jam, zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Das ist eine gute Frage. Das ist irgendwie seltsam. I'm uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. Okay. Kautilya really is plotting something. We'll expose him in front of everyone during the ultimate trial. Gut, dann gehen wir wieder zum Wettbewerb. Upsa. So. Nächste Runde. Der Schneemensch. Okay. Für einige Abenteurer ist der Begriff des Schneemenschen ziemlich bekannt, da er ein erfahrener Senior der Abenteurergilde ist, der einst den Drachengrad bei Mondstadt erkundet hat. Jetzt hat er das, was er über Kalt gelernt hat, in diese Meisterschaft eingebracht und eine Pilzbestientruppe gebildet, deren Hauptstreitkraft Kryo-Energie ist. Das Ass des Schneemenschen ist die Eisbombe, die blitzschnell auf die Gegner zurasen und Kryo-Einfluss auf sie ausüben kann. Zusammen mit Hydropilzbestien kann sie möglicherweise das gesamte Schlachtfeld kontrollieren. Ja, das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Okay. Vielleicht mal den. Sonst hatte ich ja immer den hier als Schild. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Pilzbestienhandbuch, da. Drehpunkt der Formation Prügelfeuer. Genau, das ist gut. Pyrokraft. So, dann nehmen wir da noch Wind dazu. Wir versuchen es. Keine Ahnung. Wird schon irgendwie gehen. I can see you're serious about this. Good. Time to put my years of rigorous training to full use. Now, prepare to witness the power of my all-cryo fungi team. Haut einfach drauf. Couldn't melt a snowflake with that. Einfach draufhauen. Freeze the gusto, Frosto. Bang. Impossible!
My team has been defeated. Tja. That was a hard-won battle. You and your buddies put up a good fight, Bongohead. Bongo. Ich liebe diesen Namen. Tut mir leid. Ich muss drüber lachen. Bongohead. Traveler, Paimon, I saw you guys made it to the next round. Congrats. Hey, Layla. You're looking well today. And Twirly Whirly looks really happy. Guess you won your last round, too. Dann sind wir zusammen im It was a Viertelfinale. close call. I only won by a hair. Oh, I'm so glad I trained with Miss Yai beforehand. Also, the almighty merchant just sent someone to deliver the stuff I ordered. Thank you so much. I'm gonna go catch up on some rest with Twirly Whirly now. My stamina is running low. Let's keep the volume down. Speaking of Miss Yai, where did Miko go? She left in a hurry with Sokka. I guess they must have had something urgent to do. Also, I think they were escorted by a mercenary from the Corps of 30. When I returned to the arena, they were already quite a distance away. It didn't feel right to run after them and ask what they were up to. Immerhin hat das Verlagshaus Yai viel auf dem Schirm. Could be. Miko has been putting a lot of time into the tournament lately, so Paimon wouldn't be surprised if she had a lot of chief editor work to catch up on. She also said that she wanted to look for inspiration while enjoying her vacation. The mercenary was probably just their tour guide. The quarterfinals are coming up. To me, this is the most important round. I'm a little nervous, but let's all do our best. Yeah! We've all done really well to come this far in the tournament. Keep it up, Layla. Wir dürfen auch nicht nachlassen. Right. We have to stay vigilant. Okay, let's take some photos of the items we got from Dory to add to the ones we took this morning. We'll show them all to Miko when we see her next. Okay. Unergründliche mentale Verteidigung. So. Ja, 3 Kämpfe müssen wir noch machen. So ein bisschen können wir noch weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob wir es heute fertig kriegen. 8 bis 10 Uhr, nächster Tag. Lohnt sich, glaube ich, auch nicht unbedingt, das jetzt so durchzuprügeln. Passt ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Kommt halt drauf an, was jetzt so zwischen den Kämpfen noch passiert. Weil ich habe ja auch noch einige Legendenaufträge noch. It's time for the quarterfinals. Our opponent is definitely gonna be a tough one this time. Aha, direkt. It's showtime, Bongohead. Let's smash our way through the quarterfinals. Okay. Weil wir haben ja hier auch noch die Legendenaufträge. 2 sogar noch. Stimmt. Sino und Nahida. Ajo. Aber die machen wir heute nicht mehr. Die sind ja zeitlich unbegrenzt. Alles gut. Meisterschaft Viertelfinale. Ach, ich dachte... Ach nee, stimmt. Viertelfinale müssen wir nicht zwanghaft jetzt gegen sie kämpfen. Eiserne Doppelklinge ist ein ehemaliger Söldner der Goldbrigade, der seinen Namen aufgrund seiner guten Fähigkeit im Umgang mit 2 Macheten trägt. Früher diente er vielen Händlern zum Schutz ihrer Warentransporte beim Durchqueren gefährlicher Gegenden, wobei er viele Begegnungen mit unheilvollen wilden Bestien hatte. Nun ist diese Erfahrung der Ausgangspunkt für seine Teilnahme an der Nilotpala-Lotos-Meisterschaft. Eiserne Doppelklinge zu Trumpf ist die Pilzbestie felsenfest. Im Achtelfinale gibt es nur wenige, die ihre Truppe um solche Pilzbestien herum aufbauen, aber tatsächlich besitzen dehnbare Geopilzbestien eine große Durchschlagskraft und können schwere Spuren an dicht gedrängten Truppen anrichten. Vielleicht liegt es gerade an der Stärke von Felsenfest, die eiserne Doppelklinge, das Selbstvertrauen gibt, seine Pilzbestien so zu kommandieren, als ob sie seine linke und rechte Hand wären. Okay.
Sollten sich ein bisschen aufteilen. So vielleicht. I don't know. Wir werden sehen. Bisher ging es ja. Ugh, it's you. The uncultured swine of the Nilotpala Cup. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi. It's pathetic. Aha. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all, the mighty Henia. Okay. Greatest beast tamer of all? Wir werden Hanias Ansichten korrigieren. That's debatable. Wir werden Hanias Ansichten korrigieren. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Henia. Ja, ja. Time for you to go home. Ja, ja, ja. Let's finish this with a water balloon meteor strike! Oh, oh. Kriegen wir gerade gut auf die Nase. Okay. Storm their front line and take them down. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Hey, no backing down. We fight to the end. Oh ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus gerade. Ja, okay, alles gut. No! This can't be happening. I trained my fungi non-stop. Daran liegt Should es have been harder garantiert. on them. Deswegen sind sie müde. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. So. So, das war jetzt schon Viertelfinale, ne? Das sind wir jetzt im Halbfinale. Traveler, Paimon, I made it through. Oh, du wolltest doch nur zum Viertelfinale, oder? That's amazing, Layla! You reached your Ach nee, sie wollte da noch durch. I Gratulation. heard you won against the unstoppable Hardy Two-Blades, but you don't seem too happy about it. It's just that he was really mean. He said some weird things. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little sad. Bemitleidenswert. Yeah, he clearly doesn't know anything about Henia. He's just making assumptions about what she's like based on a vague impression and even trying to copy her. I'm sure Henia would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla. If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. Ach, It okay. doesn't matter who wins. This is Jetzt just a wird's little spannend. contest between friends. Abgemacht. All right, time to see who's the strongest fungi. Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Hauptsache Essen. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Nein, nein. Nico, you're back! Finally!
Evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me, too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Dann kämpfen wir wahrscheinlich gegen Hania. Oder kämpfen wir gegen Yaemiko. Nee, wahrscheinlich gegen die. Yeah, who Ja. knew it'd get to this point? Ich denke, wir Miss kämpfen Yai gegen has Hania to im face off Finale. against Hania. Look on the bright Hania. side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of our ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Okay. Ab dafür. Layla ist die wahre Geheimfavoritin dieser Meisterschaft und es gibt nur sehr wenige Informationen über sie. Was wir wissen, ist, dass sie Studentin am Rtava-Institut ist und sich akademisch hervorgetan hat, weshalb viele ihrer Kommilitonen sie sehr respektieren. Ihr Ziel ist es ins Viertelfinale zu schaffen und die Pilzbestien, die ihr gefallen, als zuverlässige Begleiter zurück in den Alltag zu bringen. Natürlich ist dieser bescheidene Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie hat es ins Halbfinale geschafft und wird eine reiche Belohnung erhalten. Laylas Ass ist die wirbelnde Bestie, die besonders flink ist und nicht so leicht von Angriffen getroffen wird. Mit ihren Anemo-Sprengkugeln kann sie Gegner leicht unterdrücken und mit dem Anemo-Wirbel Gegner im großen Bereich ansaugen. Allerdings haben nur wenige Teilnehmer eine Anemo-Pilzbestie wie wirbelnde Bestie in den Mittelpunkt ihrer Aufstellung gestellt. Vielleicht liegt das daran, dass sie so niedlich aussieht und nicht so stark wirkt. Vielleicht... Mal mit 2 Angreifern vielleicht? Probieren wir es. Ich weiß nicht, ob das so gut war, aber wir werden es schon sehen. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly. Use your happy, fluffy water balloons, Mogohead! Friendly, of course. Twirly, quick! Do the thing! The wind vortex! Oha, oha, oha. Irgendwie war das nicht so die beste Aufstellung, habe ich den Eindruck. So, jetzt mal die hier. Konzentriert euch auf eine. Ach, Mist. So. Heilung wäre gut. Danke. So. Jetzt wird's doch langsam hier.
Nee, das war's für dich. So. Ha. Oh shoot, we lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. I loved it. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win. It was a good feeling. So sollte ein richtiger Wettkampf aussehen. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Okay. Geht's hier raus? Da. Dann gucken wir mal. Wie läuft's denn so? Huh? It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Keine Ahnung. Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Huh? What? You think this is funny? Am I a joke to you? Wieso? Ist doch... Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this from your ironclad determination to annihilate an entire species. How would I ever dare mock you? That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. So gut. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? Hä? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. Mag sie doch ihren Pyro I 1. simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. Mentale Front? You mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. Ich, Paimon und Layla? The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast. If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Hier sind einige Sachen, die wir gefunden haben. Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Okay. Das heißt jetzt, ist Finale oder? Nein. Ach so, wir suchen sie jetzt erstmal, stimmt. Okay.
Wir können auch einfach warten, dass sie nicht zum Turnier erscheint und dann haben wir gewonnen. Wäre auch eine Option. Hania should be around here somewhere. Pyro 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight. Ja, ja. Moment, hier gibt's noch Loot. Diese Richtung. How did you find me here? We followed Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Wir möchten mehr zu deiner Meinung erfahren. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So, here. What is it? Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 10 nach der Pilzbestieninvasion. Dank des Segens des Himmels sind wir in der Nähe auf eine Gruppe von Bauern gestoßen. Auch sie scheinen von aggressiven Pilzbestien in die Enge getrieben worden zu sein und hier vorübergehend ihr Lager aufgeschlagen zu haben. Diese freundlichen Menschen brachten genügend Vorräte und Heilkräuter mit und retteten so das Leben der meisten von uns. Trotzdem haben einige von uns nicht durchgehalten. Man muss diesen Wald nur verlassen, um festzustellen, dass die hiesigen Pilzbestien immer mehr geworden sind, wobei sie alle sich in einem manischen Zustand befinden. Wir können noch nicht sofort aufbrechen, zumindest nicht bevor die Pilzbestien weg sind. Falls sie überhaupt jemals weggehen. Es sieht so aus, als müssten wir eine ganze Weile hier bleiben. Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 42 nach der Pilzbestieninvasion. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange von einer Bande Pilzbestien gefangen gehalten werden würde. Ich sehe immer noch keine Hoffnung, von diesem Ort zu entkommen. Rabib nahm seine Axt und versuchte gegen die Pilzbestien zu kämpfen, wurde aber von den anderen Bauern aufgehalten. Wenn er, der Anführer der Bauern, noch von den Bestien getötet wurde, gebe ich nicht viel auf unsere Haut. Selbst dieser ruhigste und besonnenste Bauer hat langsam die Nerven verloren. Kann ich mir nur vorstellen, wie sich die anderen fühlen. Okay. Die Situation macht bereits allen schwer zu schaffen. Die Seitun-Pfirsiche, die wir in der Umgebung eingesammelt haben, und die restlichen Vorräte werden uns noch ein paar Wochen über Wasser halten. Den Vorschlägen der Bauern folgend begannen wir nach Samen zu suchen, um unsere eigenen Kulturen anzupflanzen. Parallel dazu müssen wir unser Lager vergrößern. Wir müssen langfristig planen und den Ort zu einem kleinen Dorf machen. Ein Dorf der Opfer der Pilzbestien? Wie absurd. Mit etwas Glück schaffen wir es nicht zu verhungern, bevor die Feldfrüchte reif sind. Hoffentlich. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Heutzutage ist die Situation anders. Yeah, and anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The Wisdom Orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the Wisdom Orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new Wisdom Orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a wisdom orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Eine ungewöhnliche Elementarkraft. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the Wisdom Orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research.
He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Ja. This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi, including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. Wie gemein. Das geht doch nicht. That didn't go as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. Immerhin haben wir das Notizbuch. Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 7 nach Beginn der Untersuchung. Die Gelehrten scheinen sich auf den Versuch vorzubereiten, die aggressiven Pilzbestien mit einem Jagdapparat zu kontrollieren. Die Bezeichnung des Geräts ist eine unleserliche Zeile Nomenklatur, aber es gibt auch einen Vermerk über ein Protokoll der Akademie, eine technische Zertifizierung. Außerdem wollen sie einen Verwelkungstrank verwenden, um die Aktivität der Pilzbestien zu unterdrücken, sodass sie leichter zu kontrollieren sind. Der Verwelkungstrank wurde ebenfalls mit einer komplexen Note versehen und offiziell zertifiziert. Wie auch immer, ich notiere mir zuerst diese Information. Unten auf dieser Seite findet sich eine Reihe von unverständlichen Begriffen und Notizen und es ist anzunehmen, dass die Person, die diese Notizen hinterlassen hat, die Notizen der Gelehrten im schwachen Licht des Feuers abgeschrieben hat. Handelstagesbericht Nummer 39, Tag 13 nach Beginn der Untersuchung. Auch dieses Mal scheiterte der Versuch und 2 schwer verletzte Söldner verlangten mit Nachdruck von uns zurückzukehren. Bevor ich zu Bett ging, hörte ich, wie der leitende Gelehrte mit seinen Untergebenen stritt. Einer der Untergebenen forderte den leitenden Gelehrten, den Verwelkungstrank abzusetzen, da man seine Wirkung von Anfang an falsch eingeschätzt habe, er kontraproduktiv wirke und sie sogar töten könne. Ein anderer Untergebener warf einem Fremden Flüche an den Kopf. Flüche an den Kopf. Aus den wütenden Worten konnte man schließen, dass jemand ein großes Unrecht begangen haben musste. Sie kamen, um das Chaos aufzuräumen, und als sie sahen, wie alles verkehrt lief, versuchten sie zu fliehen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber ich brauche noch weitere Beweise. These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this. Wait, some of these look familiar, though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Die Notizen und die Unterlagen hängen zusammen. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Der Inhalt, der anhand von Hinweisen interpretiert wurde. Die Überreste des von Dori zur Verfügung gestellten Geräts und die Überreste des Dokuments weisen dieselben technischen Authentifizierungsfelder auf wie der Jagdapparat in den Notizen. Nach dem technischen System der Akademie sind die Prinzipien von beiden identisch. Das Rezept von Blumengelee enthielt viele Grundbestandteile und medizinische Wirkprinzipien, die dem Verwelkungstrank in den Notizen entsprechen, wobei Blumengelee einige Wirkstoffe in viel geringerer Menge als der Verwelkungstrank enthält. Darüber hinaus werden dem Blumengelee auch schützende Inhaltsstoffe und sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. An dieser Stelle kann man grob darauf schließen, dass die Überreste des Geräts, das der Veranstalter der Nilotpala-Lotos-Meisterschaft zu zerstören versuchte, die Technik des Jagdapparats nutzte. Blumengelee wiederum kann als eine sichere Version des Verwelkungstranks angesehen werden, da eine vorübergehende Erhöhung der Pilzbestien-Vitalität auslösen kann und es ihnen ermöglicht, bestimmte Spezialfähigkeiten zu erlangen. A capturing device and a withering potion. Der Jagdapparat macht die Pilzbestien gefügiger, der Verwelkungstrank macht die Pilzbestien grimmiger. Aha. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Okay. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either, he's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar!
Na gut, das überrascht mich nicht. Why is Kautilya so eager to get people to use the Wisdom Orb anyway? Vielleicht möchte er das Experiment der Vorfahren beenden und seine eigenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Kautilya right away. As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Was kommt jetzt? Was? Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the Wisdom Orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow! You're getting smarter! Warte, Paimon, die Weisheitsperle ist gar nicht an. Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Die war doch die ganze Zeit aus. Die haben wir doch vorhin schon ausgemacht. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Unsere gemeinsamen Erlebnisse haben ihre Auswirkungen gehabt. Wir haben einen Konsens erreicht. See, Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Oh, Hania did make one good point though. The Wisdom Orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Wir sollten einen gewissen Abstand bewahren und gleichzeitig ein Mittel finden, die Perle zu verbessern. Yeah, it's a shame, but it seems like there's no other choice. We still have some time before the final. Should we report Kautilya to the Academia? Wir wissen noch nicht, wozu Kautilya alles fähig ist. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingit to help us expose Kautilya for the fraud he is! Mhm. Warte bis zum nächsten Vormittag, 8 bis 10. Komm, das machen wir jetzt noch zu Ende. Ich glaube, das passt schon. Ja. Ja. Jetzt sind wir schon so weit. Jetzt können wir das auch noch fertig machen. Ach Mist. Mann, ich habe auch ein Talent, Paimon immer zu unterbrechen. So, die beiden haben wir schon gemacht. Naja, egal, ist ja nichts mega Wichtiges. We have to defeat Hania, make her see the light, and expose Kautilya! Mhm. Ist in Arbeit. Schon ziemlich viel Urgestein. Ich glaube, gleich können wir auf jeden Fall nochmal pullen. Mal schauen, wie viel wir da noch kriegen. Wahrscheinlich 30 oder so, wenn wir hier durch sind. Und dann pullen wir nochmal. Ich glaube zwar nicht, dass wir Glück haben, aber man weiß ja nie. Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilotpala Cup. Yay! If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Kautilya isn't here today. Oh, this is our chance.
After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Kautilya head-on! Nico? Layla? You're here! Feuert uns an. Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Kautilya to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Kautilya, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Elhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? Besiegen. In den The Boden answer should be stampfen. quite Hauen. obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Danke für eure Unterstützung. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Blitzara! The tightest power trio in all of Shroomdom! Okay. With our powers combined, winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl! Wenn ihr das sagt. Zähmer-Meisterschaft Finale. Hania ist die stärkste gesetzte Herausforderin des Turniers und ist seit über 10 Jahren professionelle Zähmerin. Es heißt, die von ihr ausgebildeten Packtiere seien besonders angenehm im Umgang und recht intelligent, weshalb nicht wenige Händler all ihre für den Transport schwerer Waren vorgesehenen Packtiere bei ihr ausbilden lassen. Auch viele andere Menschen haben schon um ihre Hilfe gebeten, damit sie ihnen im Umgang mit ihren Haustieren hilft. Dabei war der Erfolg immer umwerfend. Man kann sagen, Hania ist eine der herausragendsten Zähmerinnen. Würde sie für sich selbst Werbung machen, wäre sie schon sehr berühmt. Hanias Ass ist die Pilzbestie Pyro 1, die auch ein Zeugnis ihrer großen Fähigkeit beim Zähmen von Bestien ist. Die Art von Pilzbestie, der Pyro 1 angehört, besitzt die stärkste Angriffsfähigkeit aller Pilzbestien. Selbst ihre einfachsten Angriffe können eine ganze Reihe von Kontrahenten in einem bestimmten Bereich treffen und wenn sie all ihre Kraft einsetzt, kann sie viele Gegner an sich heranziehen und ihnen mit einer heftigen Explosion verheerenden Schaden zufügen. Aber zusammen mit dieser extremen Kampfkraft, Himmel, geht auch ein ungestümes Verhalten einher. Bis jetzt gibt es nur wenige wirbelnde Pyropilzbestien in Truppen und noch weniger gibt es Truppen, bei denen sie eine zentrale Position besitzen, woran man Hanias herausragende Fähigkeiten als Zähmerin ablesen kann. Okay. Ach, die 3 sind jetzt fest, na super. So, das heißt, wir haben schon... das ist ja blöde. Dann hauen wir den noch rein. Ich weiß nicht. Mal schauen. Jetzt habe ich das. Kann ich mir nicht mal das Team wirklich aussuchen? Sowas Blödes. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Du bist diejenige, die ihre Ansichten überdenken sollte. Yeah! When we send Bongo Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Go, go, Pyro 1! Okay. Bitte einmal alle auf den gleichen.
Ja gut, jetzt brauche ich nicht mehr zielen. Das muss jetzt relativ schnell gehen. Naja, relativ. Tada! Pyro 1, why did you hold back? Du erteilst die Befehle. Don't blame Pyro 1, Hania. And don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Das ist nicht nur eine Vermutung. Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understands how they made you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemies. Please, learn to trust Pyro 1 and your other fungi friends. Und gib die radikalen Gedanken auf. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Was? Wie? Moment, wir haben doch gewonnen. What? Pyro 1, release the explosion! Oh Gott! Was ist denn hier los? So, geht doch. You super splash your face and defeat Hania once and for all. So. Wenn du halt nochmal kämpfen willst, kannst du ja haben. Kein Problem. Give it your all, Pyro 1! Show them what you're truly made out of! Jetzt haut doch schon ordentlich drauf. Ja, also. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Wir zeigen dir den Grund. Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro 1 along for the ultimate trial? Pyro 1? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro 1. Und die höchste Befugnis des Turniers bekommen. We looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things.
You're right to be concerned about the dangers of fungi. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro 1 would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. Paimon's sure you mean a lot to Pyro 1. Was noch eine We have more Prüfung? important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. Deine Vorfahren. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Alhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. How could I possibly miss such a milestone moment in this tournament's history? Come now, Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves. I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level. Oh je. Noch ein Kampf? Noch ein Kampf. Unfair! Ich dachte, jetzt wäre zu Ende. What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Alhingen, the arena's been taken over by bad guys. I'll deal with them. Get yourself to safety. Ich glaube, das soll so. Wait a second. Where is the exit? Die Bösewichter haben sich nicht eingeschlichen. Eching hat sie eingeschleust. The Traveler is correct. Nothing gets past you, does it? Wait, this is all wrong. Isn't this the ultimate trial? Cautilia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him. Not far off. You're right about Cautilia's motivations. This started when he discovered a promising use for a forgotten technology. So I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a prize catch like yourself to take the bait so eagerly. Weitere Erklärung kannst du im Gefängnis abgeben. So, you weren't being fooled by Cautilia. It was you using him. This whole time you were just another lousy Fatui. Oh, now Paimon's mad. So much for warning you about Cautilia. Boglehead! Schrabbelkäppchen stützt sich auf ihn. Oh, look at you. I've got chills down my spine. But I'm afraid that's not happening. Wieso darf ich jetzt meine eigenen nicht verwenden? Das ist doch doof. Was? Twirly whirly. Blitzara. Pyro 1. What's going on? Cautilia added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control report to me. Ein Hintertürbefehl. So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you. And now you're gonna make them all into your evil minions. Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. You have to understand, this is a huge opportunity for me. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you, will finally realize that I can still be worth something to him. Dottore. But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. This could be a career-making moment for me. I'll finally earn Master Dottore's respect. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Once this domain sealed off,
no one will ever find you. I'll have Kautilya assume all liability and criminal charges, then inform the Academia. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. You selfish, double-crashing monster! How could you? Paimons are just about enough from you, mister! You'll never get away with this. But what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our shroom buddies won't respond to us anymore. Ich glaube an Trommelkäppchen. Take your time. Pit fungi against fungi and warriors against warriors. I want the Traveler to see her buddy being destroyed. I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the Traveler the ceremonious final farewell that they deserve. Nein. Trommelkäppchen, gib's ihn. Sean, go ahead. Use your something, anything, water balloon. Wake everyone up! Na, vielleicht erstmal ein kleineres. Was jetzt? Sean, go ahead. Are you okay? Einer gegen 3 ist wirklich zu viel This verlangt. isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. Why is it still obeying the Traveler? Is Kautilya's device malfunctioning? Nee, ist gar nicht an. Oh dear, the poor thing still hasn't realized. The technology in the Wisdom Orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other animal. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers and the bond they now share have grown stronger than the Wisdom Orb. Oh, Yai, Miko! You broke the domain sealing spell? Please, you thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with, not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly believe that no one would notice the litany of vulnerabilities in your grand plan? Curses! Miko, Layla, and Hania too! Oh, hang in. So this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the true menace here! Come on, Miss Yai. Let's go help them. Easy now, Layla. All that's left for us to do now is to watch and wait. The bond of companionship is not something so easily severed by the designs or devices of humans. Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? mach's kaputt. Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you. Take this crook down. The backdoor command is wearing off! They're all returning to normal! Sehr Still gut. doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which you have been trying so desperately to escape from. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your orders. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses! Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line and keep your heads. They're just a handful of fungi. We still have the upper hand. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Den erstmal hier. Victory is within our grasp! Fangzone, use water bomber! Gib's ihn! Ui!
Der war doch noch gar nicht anvisiert. Bang. Next one. You need to hurry up. This was well done. An unfortunate fault. Noch mehr. Mist, jetzt hab ich vergessen. Das Ding ist 1 zu 1. So. Freshness preserved. Have a load of this. Can't run. Well, is it over? Take cover. It's time for a flash. This was well done. I see through you. Killjoy. Looks like I just got too far. Jawohl. This was well done. Use this first. You need to hurry up. It's roast and fry. That seemed to work. This is trouble. You need to hurry up. This is well done. Roast and fry. You need to hurry up. This was well done. Zack. Unfortunate fault. Na also, reicht doch. Beaten by a few measly fungi? This is absurd. Nicht so hastig. Miko, why didn't you stop him? Oh, I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumeru's borders. Is that not the case for you too? Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Huh. Cryptic. Well, no time to figure that one out. Okay. Kam jetzt noch mehr, als ich gedacht hätte. Aber gut. You're from the Corps of 30. Endlich seid ihr zur Tat geschritten. By order of the General Mahamatra, we're here to Aha. arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, Ach take a look. komm, der hätte sich doch wenigstens mal kurz blicken lassen können. Statusüberblick. Noch vor der Rückkehr des Mahamatra hatten die Matra Anzeichen für Kautilyas Machenschaften entdeckt. Kautilya war von Elhingen unterstützt worden und hatte wichtiges, belastendes Beweismaterial versteckt. Ohne die Hilfe Paimons und der Reisenden, die sich einschalteten und entscheidende Beweise lieferten, hätten die Matra eine ganze Weile gebraucht, um ihre Verbrechen aufzudecken. Weisheitsperle und Blumengelee entstammten tatsächlich dem Jagdapparat und dem Verwelkungstrank. Die technischen Prinzipien der beiden letztgenannten haben einen gemeinsamen Ursprung mit dem Netz der Omniubiquität. Ah, okay. Und wenn man den ganzen Weg bis zu dessen Quelle zurückverfolgt, landet man bei der Adeptenkunst von Lear, weshalb man sagen kann, dass sie auf einer wirklich verlässlichen Basis gründen. Aufgrund ihrer kurzen Entwicklungs- und Erprobungszeit und ihrer nicht ausreichenden Validierung handelt es sich bei Jagdapparat und Verwelkungstrank lediglich um Experimente von Gelehrten der Lebenskunde zur Kontrolle gefährlicher Kreaturen. Sie führten zu tragischen Unfällen und hätten für immer versiegelt werden müssen. Mithilfe seines Ranges und den von Elhingen zur Verfügung gestellten Mitteln bestach Kautilya die entsprechenden Personen, beschaffte Proben und Dokumente über sie und stellte einige talentierte Studenten ein, um beide Produkte zu verbessern und ihre Zuverlässigkeit erheblich zu steigern, damit das Ergebnis als Vorwand genutzt und der Plan, Sumeru zu schaden, in die Tat umgesetzt werden können. Wie lang war jetzt dieser Satz?
Als Reaktion auf Kautilias Hintertürbefehl entsandten die Matra heimlich eine weitere Gruppe von Gelehrten der Lebenskunde, um eine Gegenmaßnahme zu entwickeln, die in bestimmten Perlen vergraben wurde. Diese Gegenmaßnahme, die von den diensthabenden Personen in der Nähe der Arena getragen wird, könnte sich im Falle eines Vorfalls als nützlich erweisen. Der Wettkampf verlief gut, niemand wurde verletzt, das Eigentum der Einwohner von Sumeru wurde auch nicht beschädigt und Ormus profitierte wirtschaftlich davon. Inzwischen sind alle Beteiligten aus dem Kreis der Akademie ins Netz gegangen und ihnen steht ein gerechter Prozess bevor. Sido, Leiter dieser Operation, hat alle betroffenen Orte bestätigt. Kriminelle auf freiem Fuß werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Gebieten auftauchen. Deshalb kann das Regiment der 30 sie nur mit einer begrenzten Anzahl von Personen erfassen. Was Elchingen betrifft, so haben erste Ermittlungen ergeben, dass 60% des Geldes, das er für den Wettkampf ausgab, aus verschiedenen gestohlenen Geldern stammte und weitere 40% aus seiner langjährigen Tätigkeit in Sumeru. Die Angelegenheit mit dem Geheimdienstler der Fatui ist sehr komplex und die Akademie wird einen weiteren Beauftragten entsenden, um es mit ihm aufzunehmen. Reisen und Paimon. Ich habe Sidos Bericht an die Vorderseite des Briefes angehängt. Wenn er euch interessiert, könnt ihr ihn lesen, um euch ein Bild zu machen. Die Begeisterung von Spielern und Zuschauern sollte nicht getrübt werden. Ich werde 40% der von Elchingen zur Verfügung gestellten Mittel als Preisgeld für die Spieler und als Abfindung für die Beteiligten verwenden. Etwaige Fehlbeträge werden zu den Geldbußen für Kautilia und andere hinzugefügt. Die CEMA-Meisterschaft hat eine positive Wirkung und könnte sich vielleicht zu einer Veranstaltung ähnlich wie geniale Beschwörung entwickeln. Es besteht keine Notwendigkeit, sie nur wegen der Verwicklung zweier Missetäter dauerhaft auszusetzen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Ausrichtung des Wettkampfes an euch übergeben worden. Was? Habt keine Sorge und ich glaube, dass ihr die richtigen Vorkehrungen treffen werdet. Und schließlich bitte ich euch, die Gujiyai von mir zu grüßen. Falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, würde ich das nächste Mal gerne eine Runde mit ihr kämpfen. Ich hoffe, dass sie nichts gegen einige mächtige Decks mit bestimmten Stilen. Dass sie nicht sehr gegen einige mächtige Decks mit bestimmten Stilen sein wird. Mhm. So Sino has been keeping an eye on this competition too. He and his people must have been secretly investigating at the same time we were. Lucky we had some backup. Welch pünktliche Hilfe! All right, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone, but with you here, I can put my mind at ease. You might think this is over, but mark my words. Oh, I'll be back. You haven't seen the last of me. Or Master Dottore. Oh, quit while you're behind, loser! Have fun in prison, you Fatui lowlife! Wait, Sino mentioned that he used our evidence, so is that where Miko was going after the last 16? To hand it in and make a report? Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very brief conversation with the General Mahamatra, but only because he happened to be passing by at the time. The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and the sponsor have both been arrested, what should we do about the fungi in this tournament? The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elchingen and Kautilia's place. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Zuerst müssen wir Hanya die Wahrheit erzählen. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it all much too far. Huh? We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal our thunder? If by that you mean thank you, Miko, then you're welcome. Hania needed a little pep talk to perk her up so that she would join us in taking a stand against Elchingen. How else was I supposed to motivate her? You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, lying to myself until I became numb. But now I've seen the truth with my own eyes.
Even without the wisdom orb, Pyro 1 willingly followed my instruction. It trusted me all along. I hold my hands up. I was wrong. You're well within your rights to criticize me, and I accept whatever punishment you deem appropriate. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some pretty scary things, and you were way too strict with Pyro 1. But wait, actually, having said that, Paimon has an idea! Mir ist auch etwas eingefallen. Aha. Alright, Paimon's got it. Let's go tell everyone else what we came up with. Komm, alle sollen dich sehen. Ooh, this is Paimon's first time speaking to so many people from a stage like this. Paimon's getting butterflies. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The responsibility for continuing to hold this tournament in the future now lies in our hands. Now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but you can all breathe a huge sigh of relief because the prizes are still being issued as promised. Yes! That's what I'm talking about! Woo! That's a good call. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment, so they pose a risk to people's health. This means that we won't be able to keep our fungi friends around for the long term. So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care of the best darn beast tamer in town, Hania! But you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issues with the wisdom orb as soon as possible. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if it was a one-off affair. I'm sure you've got a big appetite for more fungi fun and games. So once the technical issues are all sorted out, and we're all reunited with our fungi friends, let's battle it out all over again! Oh, so that's my punishment. Think of it more as a reward for being the runner-up. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? Verdammt zu Pilzzähmerin. I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom buddy. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're a fascinating bunch. Come on, Hania. We announced the official decision with everyone watching. You better look alive. Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured companions that they are to their masters. Now those sound like the words of an awesome person called Hania that Paimon wants to be friends with. Just wish he'd shown us this Hania sooner. Anyway, let's spend some final quality time with our shroom buddies. Then we'll all meet up in Port Ormos. Abgeschlossen. Fortsetzung folgt? Nee, zackig knackig ist nicht. Tschüss, Pilzgefährten. Okay. Wir sind immer noch nicht durch. Oh. Oh je, Mini. Okay. Dann warten wir noch 2 Tage. Wer weiß... Wer weiß, was jetzt noch kommt. Ich dachte eigentlich so, müsste fast vorbei sein. Ja, scheiße. Das geht ganz schön lang. Hätte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen gewartet. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the knights had enough sense to do away with... Traveler, Bonglehead, it's time for us to meet up with everyone in Port Ormos. Let's go see Layla first, then Miko,
And finally, go give our fungi over to Hania. Traveler, Paimon, Bongo Head, over here. Hey, Layla! Have you and Twirly Whirly been having fun these past few days? Definitely. With Twirly Whirly helping me carry my luggage, we could go camping really far away, and I got to see the stars from a different perspective. I even managed to make some progress with my paper. Although, I've tried making almost everything on my food list now. Every time I used to flour or something, it got in the air and gave me a coughing fit. But after all that, I still haven't figured out what Twirly Whirly likes. It would be great if the improved wisdom orb allowed us to communicate directly with the fungi. I should mention that in my letter and get someone to ask a senior Amorta scholar. Paimon's never seen you in such good spirits, Layla. You spoke a lot more than usual just now, and you're still full of life. You really go the extra mile for your shroom buddies. I think I might have overexerted myself, though. I'm flagging hard. Let's go see Missy Eye before I crash. More speed. Mann, ey. Sie braucht wirklich mal ein Schlafmittel. Arme Frau. Oh, you're earlier than I expected. Miko, you're not leaving, are you? It feels like you never got to properly enjoy your vacation here. Oh, my needs for amusement have been more than met. Thanks to your help, our little inspiration hunt went perfectly. Not only did we gain invaluable experience in the tournament, we also had all the excitement of exposing a criminal conspiracy. Yes, I think I might ask Sokka to ditch her original characters and just make you the protagonists in her next novel. Du hast uns heimlich geholfen. True. It all makes sense now. You dropped so many hints, but it went over Paimon's head at the time. Why didn't you expose El Hingen right away, though? Why wait for things to escalate like they did? Going for the big reveal right at the beginning would have been an anticlimax of the most literal kind. I wanted to see how you'd react in a situation like this, and you did not disappoint. I thought that the story between you and the fungi would follow a master-servant paradigm, but you offered something even better. Companionship. From a certain point of view, it seems fitting that El Hingen, the one person who could barely keep the word master from his lips, met his downfall at your hand. Of course, considering what he's capable of, I'm sure he'll have his ways of continuing to put up a fight. Paimon's getting confused again. In the future, we should take notes when Miko's talking and carefully look over them later. Oh, that's enough chatting for now. I'll leave Blitzara in your hands. Remember to take good care of it. I hope you really give this a good shot, you and Hania. The future of this highly entertaining tournament depends on the decisions you make from now on. I'm excited to see what you've got in store for us. So. Und jetzt bringen wir die alle weg. Das scheint weit weg zu sein, nicht im Ort. Tatsache, nicht im Ort. Na gut. Hello, all. Right on time. I've collected all the other contestants' wisdom orbs and found a suitable place for our fungi friends to live. I'll make absolutely sure the surrounding environment is not affected. Say hello to everyone, Kindlejoy. Freudefunke. That's Pyro One's new name. When I saw how well behaved it was when we first met, a sense of joy welled up inside me.
If I just let go of my preconceived notions about fungi and allowed myself to truly feel that moment, maybe I could have felt like that all this time. I'm so glad Hania has finally worked things out. Yeah! Even though Paimon has gotten used to the name Pyro 1 at this point, the new name holds so much more significance. Herzlichen Glückwunsch, Hania. I will commit to giving these gentle creatures the highest standard of care I can provide. Please, rest assured that your fungi friends will be safe with me. I guess it's time for us to say goodbye. Really. Be a good fungus now and do everything that Hania says. But Zara, Mika will be back to visit when the next Beast Tamers tournament comes around. High five, Bongo Head! It's really fun having you around. Paimon hopes that you have a good time at Hania's and is really looking forward to seeing you again next time. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. I hope that the day when humans and fungi can live in harmony will come quickly. I believe in you all. You'll make it happen. I look forward to the good news. Oh. Auftrag abgeschlossen, okay. Das war's. So. Jetzt ist die Frage, müssen wir eigentlich auch noch den Probelauf machen? Ja, der ist auch nur noch 2 Tage. Lass mich mal eben rechnen. Wir haben 1087, 960, 1120 wäre die nächste Stufe, richtig? Dann hätten wir 6, 7 Ziehungen. Dann machen wir doch noch hier einmal den Probelauf. Die geben beide Urgestein, das müsste schon reichen. Ab dafür. Und dann holen wir noch die restlichen Wünsche aus dem Shop. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Einfach durchziehen. Let's spark things up a little. Blitz. Make yourselves at home. Come on, we can do it. Share my knowledge. That really hurt. I see everything. Surrender and we'll be gentle. Come a little closer. The Temple of Wisdom. La 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 la. Ouchie. Ouchie. Ouchie, ouchie. Oopsie daisy. Let's spark things up a little. So. Und nochmal die Mia. Nein! Och nein, ich will nicht da rein. Ich will... Oh. Ich wollte eigentlich nur die Belohnung einsammeln. So. Steady as stone. Time for a light show. Goldfish up down. As a dutiful maid would, I must leave no stone unturned. Eat this! Here come the fireworks! Fire hazard! So.
Jetzt haben wir die Urgestein. Habe ich jetzt richtig gerechnet? 1120. Fehlen 80. 680. Passt schon irgendwie. 800, 960, 1120. Ja, müsste passen. Dann sind wir bei 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen noch 3 Gebete extra für 10. Richtig? Ich habe keine Ahnung. Es ist spät. Oh, ich kann sogar noch mehr kaufen. Interessant. Okay. Whatever. So. 10 Gebete. Passt. Also Leute, Daumen drücken. Letztes Mal, dass ich auf Nahida ziehe. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch überhaupt nicht. Mal schauen. Ab dafür. Nee. Nein, leider nicht. Dann wenigstens was ich brauchen kann. Ein Opferschwert. Oh, nice. Ja, kann ich brauchen. Ist das das einzig Lilane? Nicht mal eine Figur? Opferschwert kann ich brauchen. Ja, ist okay. Naja. Naja. Das war enttäuschend. Ich hätte einen Bennett brauchen. Nee, weiß ich gar nicht. Habe ich Bennett nicht schon vollständig? Auf jeden Fall hätte ich Noelle auf jeden Fall brauchen können. Die ziehe ich irgendwie gar nicht momentan. Schade. Aber Opferschwert. Opferschwert ist gut. Ich habe so viele Charaktere mit Opferschwert. Wen habe ich alles mit Opferschwert? Ich habe einmal den Traveler mit Opferschwert. Dann habe ich, glaube ich, Bennett mit Opferschwert. Ich habe Xingshi mit Opferschwert, richtig? Ja. Sogar mit einem ziemlich guten Opferschwert schon. So, Traveler habe ich mit Opferschwert. Ich habe ich nicht mit Opferschwert. Du hast auch ein eigenes. Du hast auch noch ein Opferschwert. Nilo hat ein Opferschwert, genau. Also Opferschwert ist halt einfach gut. Noch jemand mit Opferschwert? Hatte ich nicht Bennett mit Opferschwert? Doch. Bennett hat doch auch ein Opferschwert. Ey, das Durchklicken braucht inzwischen ewig. Nee, der hat einen Steinschneider-Prototypen. Okay, auch gut. Aber ja, Opferschwert brauche ich relativ häufig. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich mit dem hier mache. Eigentlich könnte man... Ah, wobei Nilo braucht gar nicht so ein super gutes Schwert. Da geht alles nur auf ihre Fähigkeit. Das braucht man eigentlich nicht hochstufen. Also wenn, dann beim Traveler oder bei Xingshi. Und da Xingshi schon Verfeinerungsgrad 3 hat, vielleicht erstmal beim Traveler. Habe ich noch mehr Opferschwerter? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist das einzige. Da muss ich mir nochmal überlegen. Mache ich nicht jetzt. Aber schade, schade. Ich hatte gehofft. Tja, dann machen wir noch die 2 Probeläufe fertig, würde ich sagen. Und dann war es das auch für heute.
Nein, eigentlich wollte ich... Mist. So. Nur noch Bennett? Noel gibt's nicht? Okay. Aber holen wir uns noch hier die Gratis-Items und dann... Genau. Everybody stand back! You're toast! Take cover! I'm going in! Nice and spicy! So. Ja, ich hätte noch, Nein! Och, Jung. Das Schlimme ist ja, du hast ja auch immer Ladezeiten dazwischen. Jetzt auf der PS5 geht's, aber auf der PS4 ist es immer doppelt ärgerlich, wenn du dich da verklickst. So. Okay. Genau, hier die Prüfung der Abenteurer. Da hätte ich auch noch richtig viel Urgestein sammeln können. Aber das habe ich jetzt tatsächlich komplett vergessen, das vorzubereiten. Wäre jetzt noch eine Möglichkeit gewesen. So, hier ist jetzt nur noch Kämpfe. Die werde ich auch für mich machen. Da hätte ich auch noch Urgestein sammeln können. Aber gut. Dann einfach keine Nahida und mal gucken, was als nächstes kommt, ne? Ich glaube, Layla ist auf jeden Fall dabei. Aber nur als 4-Sterne-Charakter, glaube ich. Gucken wir mal. Oder kaufen wir uns... Ach, nee, komm. Überlegt, ob wir uns jetzt nochmal ein paar Gebete kaufen. Aber nee. Nee. Ich glaube, das passt schon so. Und dann beim nächsten Mal gehen wir mit den Legendenaufträgen weiter. Es sei denn, es kommt noch ein Event. Muss ich mal gucken. Aber Legendenaufträge haben wir auch noch genug. Ja, das war ja richtig... Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so umfangreich tatsächlich wird. Aber hey, warum nicht? Passt schon. So, meine Lieben, das war tatsächlich auch der erste und letzte Stream für diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter. Schaut einfach hier in meinen Zeitplan. Sonntag oder Montag wird da aktualisiert, jeweils für die nächste Woche. Und in meinem Discord-Channel könnt ihr auch schauen. Oder auf meinem Mastodon-Account ist hier alles verlinkt unten in der Info. Könnt ihr dann gerne nachschauen. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut. Wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag morgen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal. Wie gesagt, schaut in den Zeitplan. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.